Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ja, jetzt ist es soweit. Heute zeigen wir so eine Mischung, und zwar einmal die neuen Antiking Paints. Hier habe ich sie schon stehen. Dann zeigen wir natürlich die ganzen tollen neuen Ornamente, die wir haben von der Firma Dart Elastic. Haben Sie natürlich auch schon im Video und bei mir im Blog gesehen, aber ich zeige Ihnen, wie unterschiedlich man arbeiten kann. Und dann werden wir noch ausführlich auch unsere Siebdruckschablonen zeigen, welche wir einmal bei HSE präsentieren am 27. und 28. Mai, allerdings die auch als sogenanntes Sommerspecial ab dem 4. Mai bei HSE erhältlich sind. So, zu verlosen gibt es auch etwas und heute machen wir das jetzt mal so, dass ich das mit der Verlosung anfange und dann gehen wir einfach und zeigen Ihnen die ganzen Beispiele und dann fange ich an zu basteln. Ich rede jetzt schon schnell so ein bisschen à la HSE. Und zwar habe ich mir so viel hier vorbereitet, was ich gerne heute zeigen möchte. Und dann müssen wir uns ein bisschen spurten. Deswegen fangen wir gerade direkt mit der Verlosung an. Heute gibt es viermal, muss ich jetzt immer hin tun, viermal diesen tollen Rahmen. Vielleicht kann der Sam einmal drauf gehen, wie dieser Rahmen gebastelt aussieht. Der macht sich schon unerwartet auf den Weg. Genau, unerwartet macht er sich auf den Weg. Da seht ihr. Da habe ich ihn mit unseren Antiking Paints angemalt und habe ihn parallel innen drin mit von dem neuen Papierset, was es auch im Mai bei HSE gibt, Veronika haben wir das genannt, mit den Abschnitten von Veronika gefüllt, sage ich jetzt mal. Also, aber da kann man natürlich alles Mögliche reinmachen und natürlich kann man da auch weiter basteln. So, viermal gibt es den Rahmen und zu jedem Rahmen gibt es auch noch unser Potpourri. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, welches wohin gehört, aber wir haben ja diese unterschiedlichen Potpourris hier mit den unterschiedlichen Düften von Lavendel, Rose, alles Mögliche sind hier. Duften alle unheimlich schön, sind alle Natur. Also ich mag sie ganz toll. Ich habe sie zum Beispiel in unsere Pappschachteln reingetan. Dann kann man schöne Pappschachteln, sage ich jetzt mal, auch verschenken und aufmachen. Also ein ganz zarter, schöner Duft. Wer jetzt was bekommt, werden wir dann sehen. Aber jeder bekommt einmal den Rahmen und einmal dieses wunderbare Potpourri. Das ist das, was wir heute verlosen, und zwar insgesamt viermal. Jetzt tue ich das weg und der Herr Gneiting fängt an, mit der Kamera auf unsere tollen Antiking Paints zu gehen. So, und dieser Topf, den Sie jetzt wunderbar sehen, der ganz üppig dekoriert ist, ist natürlich mit den, sage ich jetzt mal, Bordüren, genauso wie unten mit dem Emblem von Dart Elastic dekoriert. Und den haben wir jetzt mal so richtig üppig, sage ich jetzt mal, barockmäßig für innen natürlich, obwohl es ein ganz einfacher Tontopf ist, für innen dekoriert. Daneben haben wir eines unserer sogenannten Art Panels genommen und da haben wir jetzt einmal diese Farben von den Antiking Paints drauf, habe ich aber noch zusätzlich mit den Siebdruckschablonen gearbeitet, und zwar das ein bisschen mit unserem Pigmentfix und dem Gold und habe das so ein bisschen auf kaputt gemacht. Nachher zeige ich Ihnen natürlich, wie das Set aussieht, und hier sehen Sie aber, dass man das auch wunderbar auf kaputt, dann sind noch die anderen Ornamente und ja, diese kleinen Spiegel, die habe ich eigentlich für mich gekauft, aber wer also unbedingt da einen haben will, der kann sich bei Herrn Gneiting melden. Der Sam tut sich schon mit Händen und Füßen wehren. Also das ist, ja, aber deswegen, da haben wir zwei verschiedene Sorten von, aber nicht genug, um sie in den Shop zu setzen. So, die weitere Art, was Sie jetzt sehen, ist also genau, es ist alles mit diesen neuen Antiking Paints gemacht worden, aber halt unterschiedlich. Das heißt, wir haben ja 3 unterschiedliche Farben. Man kann alle 3 Farben benutzen, man kann aber auch nur 2 Farben benutzen und dann unterschiedliche, sage ich jetzt mal, ob man zuerst blau macht oder zuerst grün macht, und dann gibt es ja noch dieses Ivory, das ist alles ganz, sieht jedes Mal ein bisschen anders aus. Hier haben wir natürlich auch wieder mit den Siebdruckschablonen gearbeitet und dann natürlich mit den Antiking Paints
und unseren, wirklich diese Rahmen, sage ich jetzt mal, ich sage immer Ornamente dazu, aber diese Rahmen von Dart sind einfach Wahnsinn. Das Papier, was innen drin ist jetzt immer dieses normale Papier. Da werde ich Ihnen auch gleich zeigen, wie man das macht, dass das also keine Wellen schlägt und dass man es trotzdem krakelieren kann. Also das ist das Papier Veronika, was jetzt gleich kommt. Und hier sehen Sie jetzt wieder den Kottotopf, diesmal nur mit den Antiking Paints angemalt und natürlich kein Strass und kein Gold. Einfach mal als Vergleich, wie man das Ganze auch miteinander kombinieren kann. Also das ist so jetzt ganz pur, absolut edel, aber so geht es natürlich, so kann man es natürlich auch rausstellen. Gell? Nur mit diesem Gold und den Strasssteinen ist nicht unbedingt etwas, wo man wirklich rausstellen kann, sage ich jetzt mal so. Und das bedeutet, Sie haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir haben diese 3 Farben, das ist ein, wie nennt sich das denn überhaupt? Ein Olivenbaumgrün. Wenn jetzt viele sagen, das sieht aber dem Patinagrün sehr ähnlich, ja, im ersten Moment vielleicht, aber dann merkt man doch schnell, wenn man das angemalt hat, dass es nicht die gleiche Farbe ist. Das heißt, wir haben das Olivenbaumgrün, wir haben so ein ganz dunkles Blau und wir haben Ivory. Und Ivory gab es als Antikfarbe auch noch nicht, sondern immer nur gab es Weiß oder gibt es als offizielle Farbe. Also diese 3 Farben sind für uns hergestellt worden und die gibt es auch nicht offiziell bei Pentart zu kaufen. So, ja. Nein, nein. Die Siebdruckschablonen wird es nur bei HSE geben, natürlich wieder am Anfang, klar, das einen Monat später oder so wird es auch die bei uns geben, aber jetzt erstmal bei HSE und die wird es ab dem 4. Mai bei HSE online geben, auch schon zum reduzierten Preis und natürlich solange der Vorrat reicht. Ich werde sobald also bevor diese, sage ich jetzt mal, Online-Aktion mit dem Sommer-Special bei HSE beginnt, werde ich natürlich ein Newsletter rausschicken über diese 4 Artikel, wie die Artikelnummern sind, wie die Preise sind und ab wann die erhältlich sind. Dann haben Sie das alles nochmal. Wer den Newsletter abonniert hat, hat dann alles. Hier haben wir jetzt das Grün, was man hier hat, als erste Farbe genommen und obendrauf das Ivory. Also hier sind nur 2 Farben und da sieht man, wie toll das aussieht. Also das ist, sage ich jetzt mal, das große Layout und links der Topf ist so gemacht. Und wenn man jetzt das rechte anguckt, da ist jetzt als erste Farbe von dem Schild das dunkelblau genommen und dann auf dem Schild nochmal das Grün. Aber dieses Ornament, wo jetzt dieses Bild drin ist, von Dart, dieser Rahmen, sage ich jetzt mal, der ist lediglich mit dem Grün gemacht und dann wieder dem Ivory. Das heißt also, die Farben passen alle zusammen und ich finde es sehr schön, wenn man das dann so ein bisschen unterschiedlich miteinander kombiniert, weil dann setzt sich das Ganze ein bisschen mehr ab. Damit das aber nicht so aussieht wie einfach nur so draufgeklebt, machen wir dann immer an dem Rand nochmal ein bisschen von der Antiking Paint, das werde ich aber nachher zeigen, wie das geht, einfach damit Sie sehen, was man da noch ein bisschen machen muss, damit das Ganze wie eine Einheit aussieht und nicht wie einfach so, da haben wir was draufgeklebt und fertig. Eine Frage, was ist das für ein tolles Besteck? Gibt es das auch im Shop? Ja, dieses tolle Besteck, da geht der Sam jetzt gleich mal hoch. Das ist ebenfalls von der Firma Dart, nee, nicht von Dart, das ist jetzt von, wie heißt das? Doch, Dart. Ibor Deco. Ist das Ibor Deco? Sicher? Ja. Nee, ich glaube Dart. Dart, das ist Dart. Ich meine, ich habe es doch in der Hand hier, das ist Dart, das ist das biegsame. Das ist Dart, also ebenfalls von Dart, das heißt, das ist dieses biegsame, sage ich jetzt mal, ja, Holzgemisch, Holz-Resin-Gemisch. Und das gibt es bei uns selbstverständlich im Shop und da werden wir heute Abend auch noch mitarbeiten. Ich finde das also ganz toll, passt ideal auf dieses Schild, werde es heute Abend aber mal auf so einem Art Panel zeigen, wie das geht. Hier ist dann auch mit dem Krakel-Medium gearbeitet, das heißt, wir haben mit den antiken Farben und noch Krakel-Medium gearbeitet. Also da kann man ganz viel machen und ich finde, das ist einfach toll, auch für die Küche, ein tolles Geschenk oder so, dieses Schild. Ja, Sabine guckt mich an. Ja, ich habe eine Frage zu den Antiking Paint Farben. Ja? Sind die auch für den Außenbereich? Antiking Paints kann man grundsätzlich auch für den Außenbereich, braucht aber dann eine Versiegelung, weil der Unterschied bei Antiking Paints gegenüber all diesen anderen Farben ist,
dass man diese Antiquing Paints auch wieder, sage ich jetzt mal, wegwischen kann. Das bedeutet, wenn man das jetzt im Außenbereich dem strömenden Regen aussetzen würde, das würde nicht funktionieren. Das heißt, wenn Sie das nach draußen tun, brauchen Sie eine Versiegelung, vollkommen egal, welche Versiegelung Sie nehmen, ob Sie jetzt, wenn es matt bleiben soll, das ist eigentlich der Sinn und Zweck, oder weil die halt matt sind, dann können Sie unseren Soft-Touch-Lack nehmen. Wenn Sie sage ich jetzt mal das glänzend, können Sie Pouring Glaze nehmen. Also da ist es egal. Ich habe natürlich auch teilweise mit Antik 2 Komponenten Krakelierlack, also diesen Antik-Effekt haben wollen. Können Sie alles nehmen, aber Sie brauchen eine Versiegelung. Also pur die Farbe nur geht nicht für den Außenbereich. Jetzt switchen wir mal um, hatten wir letztes Mal ganz kurz gezeigt, heute zeigen wir das etwas ausführlicher. Und zwar sind das die Siebdruckschablonen, darüber gibt es aber bereits ein Anleitungsvideo, wo alle Anleitungen drin sind. Das heißt, da sind die Anleitungen drin hier auf Glas, das ist mit dem Heavy Body Gel weiß gemacht worden. Dann gibt es diese einfache Art, sage ich jetzt mal, wie hier unten auf dem Dosenrand. Und es gibt diese Mehrfachart, wie oben der Deckel, das heißt, dass das farbig ist und einfach die Schablone eigentlich zweimal benutzt wurde. Alle 3 Anleitungen sind in dem Video drin, das heißt, das können Sie sich alles in Ruhe nochmal anschauen. Ich werde aber trotzdem heute nochmal, bis jetzt hat ja gar keiner gesehen, welche Schablonen überhaupt im Set sind, werde nachher mal zeigen, welche Schablonen im Set sind und werde auch mit diesen Schablonen arbeiten, für jemand, der also das gar nicht kennt, dass er das jetzt sieht. Hier hat man schon mal eine Übersicht von 3 Schablonen, wie man so schön sieht hier. Dann da ist diese Mehrfachfarben und diesen Kreis, sage ich jetzt mal, dieses schöne Kreisornament, was auf den Tellern oder eben auf dem Deckel waren, ist dann das 4. Ornament, also die 4., sage ich jetzt mal, Siebdruckschablone. Und dann gibt es natürlich noch die Rosen und die Schriften, die sehen Sie gleich noch. Also, eine Frage zu den Blumentöpfen, muss man die vorher grundieren? Nein, ich habe sie nicht grundiert. Das ist natürlich jetzt die Frage, was Sie wollen. Das heißt, ich habe das Kotto genommen, das sind Kotto-Töpfe, keine Plastiktöpfe. Wenn ich jetzt einen Kotto-Topf habe, dann wird er natürlich immer von innen nach außen die Feuchtigkeit rauslassen. Das bedeutet, wenn ich das anmale, jetzt mit Antiquing Paints, egal wie, wenn ich es versiegle, dann wird mir die Farbe irgendwann abplatzen, wenn es von innen die Flüssigkeit durchkommt. Wenn ich es nicht versiegle, habe ich irgendwann so weiße Ränder, wo das Wasser ist. Das ist normal, weil das ist halt ein Kottotopf, der ja atmet. Das bedeutet, nehme ich diesen einfachen Kottotopf für drinnen, dann habe ich ja von innen auch Farbe genommen, oder es gibt auch für Kottotöpfe grundsätzlich zum Beispiel einen Lack, dass man die von innen lackiert, dass man sie einfach nicht mehr atmen lässt. Sie haben ja unten ein Loch, dann sind sie ungefähr wie Plastiktöpfe, das heißt, die Seiten sind zu und sie atmen nicht mehr. Sind aber dann auch nicht mehr frostfest, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass diese günstigen, sage ich jetzt immer, diese Presskotto nicht frostfest sind. Also die reißen sowieso, wenn sie frostfest, also wenn sie in den Frost kommen. Also deswegen, das ist so ein bisschen, es sind ja einfach günstige Töpfe, die halbwegs schön aussehen, sage ich jetzt mal, die eine tolle Form haben und die kann man halt sehr schön, sage ich jetzt mal, bebasteln, deswegen nehme ich sie immer. So. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Siebdruckschablonen. Hier sehen Sie die auch nochmal in Gold gemacht, das heißt mit dem Pigmentfix und hinter Glas. Und auch hier jetzt nochmal, weil die meiste Frage ist immer, ja, wie oft sind die verwendbar und so etc. etc. Also grundsätzlich sind die mehr oder weniger ohne Ende verwendbar, wenn man sie richtig pflegt. Das Pflegen heißt waschen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sie benutzt habe, und deswegen habe ich fast alles, das sieht man in diesem Instagram-Video, fast alles in der Küche gemacht. Deswegen, es macht Sinn,
die irgendwo da zu benutzen, wo man sie ganz schnell unter fließendem Wasser sauber machen kann. Man muss sie da noch nicht mal festhalten, also ich habe sie einfach in das Spülbecken geworfen mit der Klebeseite nach unten und habe oben drüber mit einer, ich glaube es war eine Nagelbürste, mit einer Nagelbürste einfach die unter fließendem Wasser sauber gemacht. Das heißt, fließendes Wasser deswegen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel diese Metallpartikel von dem Gold, von dem Metallpigment Gold haben, dass die sich nicht unten an die Klebefläche der Schablonen haften, also dran haften. Deswegen fließendes Wasser. Habe ich jetzt eine Wanne mit Wasser, wo ich die einfach reinlege, dann tun sich Glimmer- oder Glittermaterialien von irgendwelchen Farben grundsätzlich unten an diese Klebefläche haften und dann kleben sie einfach nicht mehr so gut. Deswegen bin ich also kein Freund von Wannen mit Wasser, sondern eigentlich ein Freund nur von fließendem Wasser. Das heißt wirklich unter das fließende Wasser, unter den Wasserhahn geben, abschrubben, mit der Klebeseite nach oben zum Trocknen hinlegen, das war's. Und dann können Sie diese Schablonen wirklich unendlich lange benutzen, weil die Klebefläche bleibt und Sie haben sie immer sauber. Das bedeutet, bei normaler Farbe ist es nicht so, sage ich jetzt, nicht so eilig. Bei Heavy Body Gel und bei dem Pigmentfix mit dem Goldpigment sollte man es so schnell wie man kann unter Wasser tun, weil sich das schnell, also da ist ja so ein ganz, ganz feines Netz drin, weil sich das ganz schnell da reinsetzt und trocknet. Pigmentfix mit dem Metallpigment trocknet halt sehr schnell und Heavy Body Gel auch. Das ist der einzige Grund, weswegen man das relativ schnell sauber machen soll. Sabine hat schon wieder geguckt. Nein, okay. Ich dachte, sie guckt mich so an. Dann hast du mir nur so schöne Augen zugeworfen. Okay, so, weiter geht's. Jetzt haben wir halt die, sag ich jetzt mal, die Dosen gesehen. Jetzt sehen wir noch gleich einen Teller mit unterschiedlichen Farben. Jetzt sehen wir auch einen der tollen Rosenrahmen. Die sind natürlich auch von hier erhältlich bei Dart. Sind jetzt ausverkauft? Okay, also Glückwunsch, wer sie bekommen hat. Aber hier sehen Sie nochmal dieses runde Motiv, also das ist das vierte als reine Motiv, was wir haben, was natürlich ohne Ende zu benutzen ist, weil man auch Teile davon benutzen kann. Sieht man gleich, hiernach geht es nochmal an so einen viereckigen Teller, dann habe ich einfach mal so 2 Ecken gemacht. Grundsätzlich können Sie natürlich alle diese Schablonen miteinander mischen und mixen und müssen sie nicht nur pur benutzen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Da kann jeder machen, was er will, aber es sind einfach ganz, ganz tolle Schablonen und man kann natürlich auch fantastisch mit denen auf Stoff arbeiten. Wenn man jetzt hier zum Beispiel dieses Spitzenmotiv sieht, das sieht natürlich sensationell aus, auch wenn man das mal auf den Stoff macht. Diese Gläser sind von außen mit Heavy Body Gel gemacht und der große Vorteil, was die meisten von Ihnen wissen, ist natürlich, Heavy Body Gel ist ja auch als Glaskleber oder Schmuckkleber sehr gut. Das bedeutet, diesen Heavy Body Gel hier auf dem Glas, das hält auch wirklich. Also das ist jetzt nicht so etwas, was sich sofort abkratzt, sondern das hält richtig. Jetzt nicht spülmaschinenfest, aber natürlich sehr gut abwaschbar. Ja, hier sehen Sie mal einen Teller, wo das so mit 2 Hälften gemacht sind. Und hier habe ich es auch mal durchsichtig gelassen. Das heißt, hier habe ich diese Kreise nur an verschiedenen Ornamenten ausgemalt von hinten und der Rest ist einfach transparent gelassen. Also auch sowas kann man machen, das sieht auch wunderschön aus, wenn man das zum Beispiel als Platzteller oder so nimmt. Einfach mal so eine Möglichkeit, was man alles machen kann. Das kann man natürlich auch mit anderen Motiven machen. So, ich habe zwar gesagt, dass ich nicht rausgehe, aber vielleicht muss ich gleich mal raus, denn jetzt möchte ich, dass der Herr Gneiting mal auf diesen tollen länglichen Teller geht. Ist das machbar? Wir haben nämlich noch einen länglichen Teller, den haben wir mit dem Goldpigment gemacht und ursprünglich hatten wir eigentlich vor, den auszumalen. Und jetzt lag der bei mir ständig in dem Bastelraum und ich fand den so schön, jedes Mal, wenn ich reinkam, lag der da und wartete darauf, dass ich den anmale. Und dann habe ich gesagt, nee, ich male den nicht an, weil ich finde den einfach pur so schön. Einfach so transparent mit diesem goldenen Motiv fand ich so, da sehen wir, ich fand ihn einfach nur toll. Ich habe gesagt, den male ich jetzt nicht an, den lasse ich einfach so.
das ist jetzt natürlich wieder mit Pigmentfix und dem Goldpigment einfach über die Siebdruckschablonen. Ist auch nochmal gezeigt, da muss man ja hinterher noch einmal wegwischen. Das heißt, damit man das so perfekt bekommt, bei Glas sollte man dann nochmal mit einem, sag ich jetzt mal, Küchentuch über die Schablone gehen und das, sag ich jetzt mal, überschüssige Pigmentfix mit dem Gold wegwischen, bevor man die Schablone abzieht, damit man so einen perfekten, sag ich jetzt mal, Effekt bekommen, wenn man so einen perfekten Effekt bekommen möchte. So. Im Gegenteil dazu, jetzt das Bild, was man daneben sieht, das ist ebenfalls wieder mit dem Pigmentfix und dem Goldpigment gemacht. Diesmal auf diesen Art Panels wieder und dann die Schilder und halt wieder mit den Antiking Paints. Hier ist natürlich jetzt übermalt worden, aber damit man hier einen perfekten Effekt bekommt, das zeige ich Ihnen gleich, arbeiten Sie wiederum am besten mit einem Schwämmchen. Also es sind schon diese unterschiedlichen Arten, das heißt, es kommt immer darauf an, wie der Untergrund ist. Ist der Untergrund saugend oder bei Glas ist er ja überhaupt nicht saugend. Gell? Deswegen, da muss man natürlich relativ wenig haben. Hat man einen Untergrund mit Farbe oder viel Farbe oder offenes Holz, da braucht man relativ viel von dem Pigmentfix und der Farbe und da ist es immer besser, wenn man es nicht abwäscht. Also da hat einen dicken Schreibfehler drin, das E gehört da nicht rein. Aber es handelt sich trotzdem um unsere tollen Farben, die ich gerade am zeigen bin. So, und jetzt kommen wir noch zu unserem Triptychon, was bereits ausverkauft war und wir jetzt nochmal 300 Stück kriegen. Also das heißt, es ist wieder da, wir können das weiter, also das ist der Hammer, dieses Triptychon. Und hier, das ist jetzt wieder mit den Antiking Paints gearbeitet, zusätzlich immer noch mit der Antikpaste und dadurch kommt dieses alte Braune, weil man kann alles ein bisschen miteinander verbinden, das werde ich Ihnen alles jetzt gleich zeigen, wie alt man es haben will, wie shabby man es haben will man es dunkelalt haben, will man es weiß haben, also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. So, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Fangen wir an? So. Die Farben habe ich gezeigt, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und jetzt legen wir einfach mal los. So, ich habe mir das hier alles ein bisschen übereinander gemacht. Ich habe jetzt hier, einfach weil es ein bisschen vorbereitet, das ist eins von unseren Art Panels. Hier habe ich jetzt mit der weißen Heavy Body Gel bin ich das ist eine uralte Schablone, die wir mal hatten, über eine dieser uralten Schablonen gegangen, dass das richtig schön dick erhaben ist, man sieht es auch, hat so ein bisschen den Glanz und bin anschließend, wie man sieht, recht wischiwaschi mit den Antikfarben drüber gegangen. Einfach immer so weggewischt, damit ich so ein bisschen diesen Glanz habe und das Ganze so ein bisschen auf alt aussieht. Das ist jetzt erstmal mein Hintergrund, den lasse ich so, da mache ich nichts. Vielleicht machen wir nachher die Ecken ein bisschen Gold, aber das war's. Das tue ich jetzt weg, weil das, was da drauf kommt, wird das sowieso zu, sage ich jetzt mal, 80% in Anspruch nehmen. So. Jetzt habe ich hier schon mit dem Grün die Schilder fertig gemacht, das heißt, ich habe jetzt hier einmal das Schild, das habe ich einmal mit dem Grün angemalt. Ich habe mir alles grundsätzlich einmal vorher angemalt, weil das Trocknen, das dauert zu lang. Wenn man dann die zweite Schicht drauf macht, dann nimmt man sich die erste Schicht wieder mit runter und das wollen wir nicht. Das heißt, da ist das Schild, dann habe Sam, kannst du mir sagen, wie das hier heißt? Weil wir haben so viele unterschiedliche, dass die Kunden wissen, wie das heißt. Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also dann muss man... Die heißen immer alle gleich, aber das ist irgendwie... sichtbar wegen der Form. Ja, von der Form her. Also ich habe jetzt das genau, was also hier oben und hier unten dieses schöne Ornament hat, weil ich finde das sehr schön, das kann man ganz toll auf das Schild geben. Ich zeige das jetzt, aber ich drehe es jetzt auch nochmal um, weil man, wenn man das hier oben die Spitze überstehen lässt und das unten rein, finde ich, ist das extrem passend. So. Jetzt haben wir diese Glasrunden haben wir ebenfalls bei uns im Shop und das ist das 12 cm Glas. Das 12 cm Glas passt genau hier rein. Das bedeutet, ich kann mir hier einen Spiegel draus machen und kann mir das Ganze
als Spiegel machen, so wie man jetzt eben das ja auch ein paar Mal von uns gesehen hat. Das heißt, das werde ich jetzt gerade als allererstes machen. Um diesen Spiegel zu machen, nehme ich wieder mein Mirror Mist, habe dann auch meine Sprühflasche. Es gibt die auch teilweise mit dem Sprühaufsatz für diese kleinen Flaschen. Was man jetzt, ich nehme mal gerade irgendein altes Papier, weil ich lege es dann zum Trocknen weg. Genau, so. Sollte die Schicht, also da ist jetzt von der Seite ein bisschen dreckig, die Schicht, wo ich das drauf mache, sollte sauber sein. Ja. Jo. Man kann natürlich auch jetzt noch das noch ein bisschen auf älter machen. Das haben wir ja bei den großen Sachen immer gemacht. Das macht jetzt hier nicht wirklich Sinn, weil die Dinger sind ja wirklich ganz klein. So, parallel dazu machen wir gleich noch mal ein Triptychon. Und da werde ich jetzt gerade dieses Glas, da haben wir nämlich ein ovales für, werde ich direkt mit ansprühen, dann haben wir das nachher. Das sind diese, die gibt es auch in 2 Größen, das ist die größte Größe. Das mache ich jetzt direkt noch einmal mit, dann haben wir alles. So, jetzt muss ich mal schauen, ohne dass ich mich komplett... Also das ist jetzt nichts anderes als das, sage ich jetzt, üppigst hier drauf zu sprühen. Mehr muss man jetzt hier nicht machen. Und sobald das trocknet, hat man dann einen Spiegeleffekt. Was ich grundsätzlich mache, ist, dass ich nachher noch, bevor ich das aufklebe, einmal mit Farbe dagegen gehe. Das heißt von hinten. Das machen wir aber nachher. Jetzt arbeiten wir erstmal mit dem anderen weiter. Ich lasse das jetzt in Ruhe trocknen. Ich hebe das jetzt gerade mal hoch. Dann kann man das schon sehen. Das ist noch nicht ganz trocken, aber hier sieht man relativ schnell, die Blumen sind hier drin, dass das hier ein Spiegel ist. Ja, dich kriege ich nicht, Sam. Nee, kriege ich. Keine Chance. Du bist nicht. Einfach zu klein, zu unauffällig. Ja, ich bin unauffällig. Ganz unauffällig. So, ich räume das jetzt weg gerade, dass es trocknet und das werden wir nachher hier reintun. So, jetzt habe ich hier verschiedene Dinge vorzumachen. Das bedeutet, ich werde jetzt das hier erstmal, das möchte ich mit den hellen machen, also mit dem Ivory. Und dieses hier, da möchte ich vorher die Schablone drauf machen und anschließend auch noch mit dem hellen. Das heißt, deswegen machen wir die Schablone zuerst, dann kann das schon mal trocknen. Und zwar einfach die Schriften und das Ganze auch wieder in Gold, weil wir das nachher noch mit Gold verzieren werden. Jetzt schauen wir mal. Pigment Fix. Gold. Brauchen wir nicht ganz so viel. Ah ja. Weiß nicht, ob Sie auch immer dieses Problem haben. Aber ich habe das immer, dass ich die Dinger kaum mehr aufkriege. Ja, das müsste reichen, sonst mischen wir uns nochmal neu an. Wer das also nicht kennt, noch einmal, bitte immer nur so viel anmischen, wie Sie benötigen, also nicht mehr. Weil das mit der Zeit grün wird. Das lässt sich also nicht, das oxidiert, das lässt sich nicht aufheben. Und deswegen sollte man immer nur die Menge anmischen, die man braucht. So, ich habe hier immer so alte Teile, die auch dann schon teilweise mit eingetrocknet sind. Jetzt wenn ich arbeite mit den Schablonen, versuche ich immer relativ dick mir das anzumischen. Also nicht sehr flüssig, sondern eher ein bisschen in die dickere Variante des, sage ich jetzt mal, der Farbe. Wenn ich normalerweise malen würde, dann, man kann ja auch irgendwas anmalen damit, dann mache ich es dünner. Aber für die Schablone mache ich es immer relativ dick. Da kriege ich immer Hunger, wenn ich es sehe. Warum das? Weil das hat so eine Konsistenz. Was? Nein. Wie Pudding? Das ist kein Pudding. Nein. Das bist du. So, das könnte sogar noch ein bisschen dicker. Ja, das kann noch ein bisschen dicker. Obwohl, ich habe hier noch am Ende, da muss man immer gucken, wo, ja, ein bisschen dicker mache ich es noch. So. Hat man natürlich dann auch ein ganz kräftiges Gold. Wenn man hinterher über diese, sag ich jetzt mal, über die Ornamente geht, ist das natürlich auch extrem kräftig.
Wenn man es ein bisschen weniger kräftig haben will, muss man einfach nochmal einen Pigmentfix reintun, damit es ein bisschen dünner wird und nicht ganz so extrem golden. Das ist schon sehr golden jetzt. So, hier möchte ich jetzt mit den Schriften arbeiten. Das ist ja auch wieder eine, sieht man, eine mehrfach benutzte. Weil die, und jetzt muss man halt... Eine Frage, ja. Mit was wird das nochmal angemischt? Pigmentfix und Metallpigment. Das heißt hier, das ist das Metallpigment und das war das Metallpigment Gold und das ist das Pigmentfix. Deine Überkopfkamera muss ein bisschen rausfahren, wenn das geht. Okay. Da machen wir auf Weiter. Kriegen wir kein anständiges Bild. Ganz, ganz toll. Perfekt. So, okay. Jetzt möchte ich das hier nicht perfekt haben, die Schriften, sondern auch so ein bisschen versetzt. Das heißt, ich mache das jetzt hier drauf und werde das auch nicht jetzt hier versetzt, also nicht komplett, sage ich jetzt mal, bemalen, sondern ich gehe jetzt und mache jetzt hier mit dem Schwämmchen da so drauf. Ja, vielleicht hier noch ein bisschen. So. Jetzt habe ich es auch Gold, richtig dick Gold, wie man sieht. Okay. Und jetzt mache ich es nochmal hier drauf. Das könnte sich jetzt hier ein bisschen vermischen, weil ich es nicht richtig angeklebt habe. Aber das ist nicht schlimm, weil wir machen sowieso nachher noch das Antiquing Paint drauf. So, nee, ist einwandfrei, auch noch einwandfrei. So, jetzt habe ich die Schriften, fein, aber relativ dick Gold, kann man erkennen, weil ich gestupft habe. Würde ich jetzt, das müsste jetzt theoretisch komplett sofort unter fließendes Wasser und dann kann man das hier, von dieser Seite, kann man jetzt mit einer Nagelbürste sauber machen und dann ist die auch sauber. Jetzt, ich kann es jetzt nicht, ich lege es hier hin und versuche es nachher sauber zu machen, nur damit Sie das jetzt einfach wissen. So, das trocknen wir jetzt an, legen es dann aber nochmal zur Seite, damit es noch wirklich gut trocknen kann. Das lege ich auch zur Seite, weil das werden wir nachher nochmal brauchen. So lange hält das auf jeden Fall. Und dann werden wir jetzt diesen Rahmen mit der Antiquing Farbe versehen. Das ist schön dick, das glänzt richtig toll, gell, wenn man das hier so sieht. Mach mal von oben, oder? Das, also, das ist richtig schön. Ich liebe das. So. Okay, jetzt nehmen wir das und jetzt kommt die... So, jetzt kommt die Antikfarbe. So, normalerweise ist das so, dass die Antikfarben, sage ich jetzt, am besten einmal antrocknen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Einmal antrocknen, wenn man das... Lass, brauchst du die, das trocknet. Das brauchst du nicht machen. So, das heißt, ich gebe sie auf. Sie sehen, dass ich jetzt, der Pinsel ist etwas feucht. Ich gebe sie jetzt erstmal auf, weil die soll ja relativ dick in diesen Vertiefungen drin sein. Deswegen einmal komplett richtig schön üppig das Ganze anmalen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze wieder runterzuholen. Weil wir wollen das ja auch wieder runterholen, das soll ja nur in diesen Vertiefungen sein. Der Unterschied gegenüber einer Lasur ist, aber eine Lasur ist immer so ein bisschen, sage ich jetzt mal, verschmiert. Und die Antikfarbe ist ja matt, die Lasur ist auch leicht glänzend. Die Antikfarbe ist matt und sollte auch recht dick in den Vertiefungen drin sein, um diesen matten Alterungseffekt zu bekommen. Deswegen kann man sie zum Beispiel auch antrocknen lassen, bevor man sie mit dem Antiquing Paint Remover herunterholt. Ist aber sehr, sage ich jetzt mal, aufwendig. Das heißt, weil sie geht nicht so einfach herunter. Da muss man schon ganz schön viel reiben, machen und tun. Deswegen mache ich das eigentlich lieber, dass ich sie mit einem feuchten Tuch am Anfang runterhole und erst danach mit dem Remover ein bisschen diese Details wegmache. Weil man es, solange die noch ein bisschen feucht ist, mit einem feuchten Tuch, sie eigentlich sehr schön herunterholen kann. Und da hat man nicht ganz so viel Arbeit mit der Reiberei, wie wenn man das jetzt nur mit dem Remover macht.
So, jetzt haben wir Eine Frage, ja. Ist die Glasscheibe bei dem Ornament mit dabei? Nein, nein, die gibt es extra bei uns im Shop. So, jetzt haben wir das alles ganz schön. Jetzt gebe ich das mal gerade da rein und jetzt mache ich es am liebsten, dass ich tatsächlich eine Art Mikrofasertuch nehme. Und dieses Mikrofasertuch, man kann das hinterher komplett wieder waschen. Schön mit nass mache. Eigentlich müsste ich jetzt Handschuhe anziehen, aber ist egal. Weil jetzt gleich sind meine Hände richtig. Und dann so hier drüber gehe. Können Sie das sehen? Doch, Sie können das sehen. Ja, genau. So hier drüber gehe und so das, sage ich jetzt mal, von oben herunter nehme. Und auch nicht mehr. Also ich würde sagen, das ist okay so. Das gefällt mir so. Mehr würde ich gar nicht machen. Vielleicht hier nochmal. Und jetzt gehe ich aber direkt wieder mit einem Trocknen, weil ich möchte, der Unterschied zwischen der Lasur ist ja, dass ich hier die Farbe schon relativ klar haben will. Also bei der Lasur ist ja alles so verschmiert. Und hier möchte ich ja die obere Farbe relativ klar haben und hier in den Vertiefungen möchte ich aber das Weiß auch richtig dick drin haben. Und das habe ich jetzt hier. Mit dem, was jetzt hier übrig ist, was ich jetzt hier drauf habe, werde ich gleich noch mit hier rüber geben. So, jetzt, Herr Gneitung, können Sie das gerne mal zum Trocknen nehmen, weil das dauert relativ lange. Man sieht ja, dass hier doch ziemlich dick die Farbe drin ist, bis es trocknet. Und wenn du das einmal kurz, genau, wunderbar. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hier ist jetzt alles trocken. Und jetzt gehe ich auch hier mit der Cremefarbe drüber. Und hier ist jetzt natürlich gar kein, wie soll ich sagen, hier ist jetzt überhaupt keine Erhöhung da, also nichts, wo sich diese Farbe jetzt richtig reinsetzen könnte, damit man diesen Effekt bekommt. Deswegen gehe ich jetzt hier fast ausschließlich außen entlang, also gar nicht so viel innen, weil das wird sich automatisch, wenn ich jetzt gleich da drüber gehe, wird sich das automatisch ein bisschen verwischen. So. Hier in den Ecken, da soll es natürlich schon dick weiß bleiben, aber den Rest wischen wir jetzt weg, um halt einfach diesen Effekt zu kriegen. Und da nehme ich jetzt halt das Gleiche und wische jetzt hier drüber und jetzt sieht man natürlich, dass man jetzt hier schon so eher diesen Effekt von, sage ich jetzt mal, der Lasur hat, weil man hier halt nichts hat, wo sich das drin festhalten kann. Das ist halt eine ganz glatte Oberfläche. Jetzt mache ich das gerade so ein bisschen so, lasse das Ganze trocknen. Hier vielleicht die Ecke kann man noch ein bisschen, hier ist ja noch was drauf, so ein bisschen stupfen, damit die ein bisschen heller ist und damit ich noch ein bisschen diesen Effekt bekomme. Dann trockne ich das an und dann werde ich das jetzt nochmal mit dem Remover drüber gehen. Das bedeutet, der Remover wird das Ganze jetzt nochmal ein bisschen rausholen und wird dieses Gold wieder freisetzen. Also jetzt muss es aber trocknen, damit sonst haben wir überhaupt gar keinen harten Effekt hier, was wir ja haben wollen. Eine Frage. Ja? Welche Farbe ist das jetzt? Das ist jetzt das Ivory. Das heißt, von diesen 3 Antiking-Farben, die wir haben wir zuerst das Olivenbaumgrün benutzt und danach haben wir das Elfenbein drauf. Das ist das Elfenbein, was jetzt auf diesem Olivenbaumgrün oben drauf ist. Ja. Jetzt nehme ich ein Zewa-Tuch halt und mein Antiking Paint Remover und gehe hier so ein bisschen so in die Mitte drauf und werde das jetzt hier wegwischen. Und jetzt sieht man da, wo dieser Remover ist, wird es direkt so ein bisschen wachsartiger und jetzt kriege ich das ein bisschen, nicht so diesen verwischten Effekt, sondern halt da kriege ich es mal ein bisschen stärker und da lasse ich es ein bisschen mehr Farbe. Und habe jetzt hier mehr diesen typischen Antiking Paint Effekt durch den Remover. Würde ich das aber nur mit dem Remover machen und hätte das alles jetzt komplett hell angemalt, dann ist das richtig Arbeit, diese Farbe wieder runterzukriegen. Deswegen so mein Tipp,
man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen und hat auch diese tollen Effekte. So. Ja, also das gefällt mir schon ziemlich gut. Hat jetzt auch so einen leichten Effekt. Sieht man jetzt, hier oben schön hell. So. Dann habe ich bei ganz vielen, sage ich jetzt mal, Objekten, die ich jetzt genommen habe, habe ich teilweise noch krakeliert oder sonst etwas gemacht. Jetzt möchte ich das Ganze aber hell lassen. Werde hier aber jetzt noch, jetzt muss mir einer mal die Zeit sagen. Wie viel ist die Zeit? 19:39. Okay, also haben wir noch gut Zeit. Würde das hier gerne aber vermischen, indem ich jetzt hier noch das Krakel-Medium verwende. Das bedeutet, ich habe jetzt mir so eine schöne Unterlage gemacht. Bitte nochmal von oben die Kamera. Danke. Habe mir jetzt so eine schöne, sag ich jetzt mal, Unterlage gemacht. Und jetzt möchte ich aber noch so einen Krakel-Effekt da drauf haben. Aber nicht den klaren mit den dunklen Linien, sondern ich möchte im Ganzen hell bleiben. Das bedeutet, ich muss jetzt das sogenannte Krakeliermedium benutzen. Das ist jetzt wunderbar eingeblendet. Und jetzt gehe ich mit diesem Krakeliermedium nur dahin, wo ich nachher, sage ich jetzt mal, so einen Effekt haben möchte, dass dort diese Farbe reißt. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen oben genommen, bin ein bisschen über die Schrift gegangen, ein bisschen hier. Man sieht das relativ gut, weil es glänzt. Und gehe jetzt noch mal hier an den Rand minimal drauf. So. Das Ganze muss jetzt auch fingertrocken sein, bevor man jetzt wieder die Antiking Paint drauf gibt. Ich werde das jetzt anföhnen, weil sonst schaffen wir das alles nicht. Und dann, ich muss gerade lachen, weil ich den Sam da sehe, wie er verzweifelt den Rahmen versucht. Da hat er sich wieder verbogen jetzt vor der Wärme. Okay. So, werde das Ganze ein bisschen anföhnen, da beschleunigen wir. Das ist auch problemlos machbar bei diesem, sage ich jetzt mal, bei dem Krakel-Medium. Das ist nicht machbar bei dem 2-Komponenten-Krakelierlack. Aber bei dem Krakel-Medium geht das, da kann man das schon machen. Hier ist das ja auch relativ dick teilweise drauf. Das heißt, je dicker Sie das drauf machen, umso dicker werden die Risse nachher, die da drauf sind. Je dünner das drauf ist, umso schmaler oder kleiner werden die Risse. Eine Frage, ja? Warum fingertrocken und nicht ganz trocken? Weil es dann, wenn es ganz trocken ist, reißt das nicht so gut. Also hier, Sie werden es relativ schnell sehen, dass man zugucken kann, wie das reißt gleich. Und bei ganz trocken, also habe ich schon mitbekommen, dass es gar nicht mehr gerissen ist. Weil das ist ein ganz anderes System als der 2-Komponenten-Krakelierlack. Eine Frage. Ja, da ist es noch zu nass. Löst sich die grüne Schicht nicht ab durch den Remover, wenn sie ganz trocken ist? Nein. Mir ist das schon passiert. Was habe ich falsch gemacht? Ich schätze die Unterlage. Was war unter der grünen Farbe? Also da kommt es ganz oft an. Das heißt, wenn die Unterlage zum Beispiel Resin ist, da zum Beispiel, das ist ja auch was wie Glas, was nicht saugendes. Da kann das schon passieren, da hatte ich das auch schon. Oder wenn ich es auf Glas ohne den Bonding Primer gemacht habe, da war ich dann plötzlich auf dem Glas. Da hatte ich beide Farben mit drauf. Gell? Da geht es relativ schnell, wenn man, also bei all diesen, sage ich jetzt mal, Unterlagen, die nicht sehr saugend sind, wo man ein Problem haben könnte, sage ich jetzt mal, ist es besser, den Bonding Primer vorher drunter zu tun. Oder halt irgendeinen anderen Primer. Jetzt sieht man relativ gut, bitte von oben nochmal die Kamera. Da sieht man relativ gut, hier ist es noch richtig, da unten ist es noch richtig dick, nass. Und da oben kann man auch erkennen, wo es nass ist. Aber ich gehe jetzt trotzdem drüber, weil das geht, dann kriegt man halt riesig dicke Risse. Aber das ist ja nicht negativ. So. Jetzt muss man den Pinsel ein bisschen. Was man grundsätzlich machen sollte, wenn man jetzt mit der Farbe drüber geht, man sollte nicht hin und her fahren. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich nur so in eine Richtung, weil das wird jetzt gleich sofort anfangen zu reißen. Und wenn Sie jetzt das hin und her machen würden, dann würde das Ganze, sage ich jetzt mal, nicht mehr reißen, weil dann
vermischt sich ja dieser Krakeliermedium mit der Farbe. Hier kann man es schon sehen, da oben reißt es schon. Eine Frage? Ja. Kann ich den Krakelierlack über Nacht trocknen lassen oder ist es besser mit Heißluftföhn? Es ist besser mit Heißluftföhn, weil er soll ja fingertrocken sein. Wenn Sie das über Nacht machen, dann ist er ja bei weitem trockener als fingertrocken. Oder Sie haben so eine kurze Nacht wie ich im Moment. So. Jetzt. Ja, jetzt fängt das schon super an zu reißen, wie man sieht. Ich verspiele das nachher noch ein bisschen, deswegen jetzt braucht man sich da keine Gedanken machen. Jetzt kann ich auch schon wieder föhnen, dann reißt das Ganze noch mehr. Dann haben wir das Ganze noch. Und dann werden wir gleich nochmal hier das wieder ein bisschen verwischen mit dem Ganzen, dass das ein bisschen da sich, sag ich jetzt mal, ineinander übergeht. Sehen Sie da, wo es dick war, da hat man jetzt so richtig ganz dicke Risse, hier hat man so ein paar kleine. Eine Frage? Ja. Was ist der Unterschied zwischen dem Medium und den anderen Krakeliersets? Oh, es gibt eine Unmenge Krakeliersets. Das heißt, es gibt den 2-Komponenten-Krakelierlack. 2-Komponenten-Krakelierlack, das ist dieser hier, da werden wir auch nachher mitarbeiten. Das heißt, der ist transparent. Das bedeutet, Sam, schaffst du? Nee, schaffst du nicht. Gib mir einfach ein Teil, wo das drauf ist, genau. Das heißt, wenn ich ein Bild krakelieren möchte, das heißt, wenn ich ein Bild so machen möchte, als wäre es alt, als hätte es Risse. So, jetzt muss man hier gerade mal drauf. Genau, nochmal ein bisschen. Jetzt da drauf, schaffen wir das irgendwie? Ja, genau. So, jetzt können Sie ja hier sehen. Hier sind überall diese kleinen braunen Risse, die sind hier auch, das sieht man jetzt gegen das Licht. Nur hier habe ich keine Antikpaste in die Risse hineingegeben. Deswegen sieht man das nur an der Seite, weil ich wollte das Bild an sich schön sichtbar lassen. Ich wollte es nur andeuten, deswegen an den Seiten das Braune. Das heißt, das ist ein Lack. Der Krakelierlack ist insofern da, dass man Bilder damit überziehen kann. Der ist also transparent und hat dann die Risse auf dem transparenten Bild. Jetzt gibt es noch Krakelierpasten, das heißt, die sind irgendwie farbig, die gibt man auf und gibt meistens noch eine Grundierung unten drunter und die reißen dann, das heißt, die Paste reißt. Und dann gibt es natürlich noch, wie hier, das Krakeliermedium. Da reißt immer die Farbe, die oben drauf ist. Das heißt, Sie haben eine Farbe oder irgendetwas unten drunter und dann geben Sie das Krakeliermedium und dann eine Farbe oben drauf. Und wie man hier sieht, das Grüne sieht man durch und wir haben halt die Risse hier oben in der Farbe. Und es gibt auch fertige Krakelierfarben, da brauchen Sie aber auch immer wieder diese Grundierung unten drunter und dann reißt diese Farbe oben drauf. Aber hier hat man halt einfach, sage ich jetzt mal, die normale Farbe, die reißt, dieses Antik. So, hier habe ich jetzt dieses Weiße und jetzt gehe ich hier noch mal ein bisschen mit drüber. Hier ist ja der Remover mit drauf, das heißt, wie man sieht, ich kann das jetzt hier alles noch mal damit, wie soll man sagen, aktivieren, dass ich diese Pinselstriche hier nicht habe. Ich gehe jetzt hier überall noch mal drüber und mache das ein bisschen kaputt und gehe noch mal ein bisschen drüber, damit ich nicht dieses perfekte, sage ich jetzt, diese perfekten Pinselstriche habe. So, wo ich jetzt noch ein bisschen mehr von dem Grün haben möchte, gebe ich halt noch mal ein bisschen von dem Remover drauf, gehe noch mal hier so ein bisschen drüber, hier, dass man einfach dieses Gold noch ein bisschen besser sehen kann. Da haben wir es wieder noch ein bisschen weggewischt, wobei ich nicht weiß, ob da nicht dieses Schild oben drüber ist. So, das wäre jetzt für mich in Ordnung, weil das ist ja immerhin kaum zu sehen, das geht ja jetzt hier so drauf. Okay? Aber das passt wunderbar, ist jetzt sieht jetzt ein bisschen unterschiedlich aus. Was ich jetzt machen werde, bevor ich noch in diese Feinarbeit gehe, solange dieses Gold nämlich da ist und noch nicht grün ist, werde ich jetzt erstmal mit dem Gold hier den Rahmen machen.
dass ich also einmal hier außen rum gehe. Auch das muss ich jetzt nicht so perfekt machen, weil ich werde nachher nochmal mit den bisschen Braun drüber gehen, um diesen noch ein bisschen mehr Alterungseffekt zu kriegen. Aber jetzt haben wir erstmal dieses Gold so, man sieht jetzt so ein bisschen hier, so ein bisschen über diesen Rand hinüber. So, kann man sehr schön sehen, gell? Über den Rand drüber. Und dann gehen wir auch noch hier. Und hier mache ich das nicht so viel. Das haben Sie, glaube ich, bei dem, was ich jetzt gemacht habe, auch gesehen, dass ich hier relativ leicht drüber gehe. Das heißt, ich mache jetzt nicht alles, sondern ich gehe wirklich nur hier so ein bisschen über die Seiten. Also nicht zu viel, weil ich finde, wenn man jetzt hier zu viel macht, dann nimmt man den ganzen Effekt wieder weg. Also wirklich, wie man sieht, nur ein paar Kanten und das auch also ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen highlighten das Ganze, aber nicht jetzt so komplett die Oberfläche mit Gold machen, sondern wirklich nur so. Da sind diese Schwämmchen relativ gut, weil die sind ja von der Oberfläche sehr hart und dementsprechend kann man das auch, wie man sieht, so ganz, ganz leicht machen. Das brauche ich jetzt. Das brauchst du nicht. Nee, ich klebe das jetzt schon zusammen, passiert ja nichts mit. Und wenn ich das jetzt braun mache, ist auch, Sam wollte es mir gerade wegnehmen zum Trocknen, aber das ist, so. Hier gehe ich jetzt gar nicht oben drauf, glaube ich. Ich habe jetzt nur am Rand, weil ich wollte jetzt nicht zu viel hier machen. Ich möchte hier nicht so viel Gold haben. So, jetzt nehme ich nochmal mein großes Schild. Da drauf kommt jetzt das Schild. Das kleben wir jetzt direkt. Vergeben Sie mir, wenn es jetzt nicht ganz gerade ist oder ganz in der Mitte ist. So, da drauf soll jetzt das Schild genau mit der Spitze da drüber. Ja, eigentlich noch mehr. Ja, so. Das heißt, jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt nicht das Gold wieder anfasse, was vielleicht nicht trocken ist. So, das soll hier drüber, ja. So, hier in der Mitte, da, da, da. So, das sieht ja schon ziemlich gut aus. So, bevor das Gold jetzt grün ist, werde ich auch noch rasch hier den Rand machen einmal. Damit mache ich eine schöne Verbindung von dem Ganzen. Eine Frage. Ja. Was ist das Geheimnis für dicke Risse? Dicke Farbe und dicken Krakeliermedium. Dann kriegt man dicke Risse. Je dicker das Krakeliermedium ist und je dicker die Farbe ist, umso dicker die Risse. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich das jetzt mache, damit Sie das alles sehen. Quer, gell? Ja, quer ist die beste Möglichkeit. So, jetzt kommt gleich auch noch der Spiegel rein. Moment, den nehme ich mal gerade. Den müssen wir mal von der Rückseite gerade einmal anmalen. Sollte man nicht vergessen, weil sonst kann es passieren, dass der Kleber durchgeht, dass man dann hinterher den Kleber sieht. Deswegen ist es immer einfacher, wenn man das einmal anmalt, jetzt eigentlich egal welche Farbe. Ich nehme jetzt auch das Grün von die Antikfarbe, weil falls ich nicht deckend, sage ich jetzt mal, gesprüht habe, dann gibt es so kleine, sage ich jetzt mal, kleine Flecken und diese Flecken sind dann grün. Und das ist eigentlich dann, ja, ist die richtige Seite, ist eigentlich dann recht schön, wenn das so rum ist. Frage, ja. Bleiben die neuen Farben im Sortiment? Weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn die Farben für uns herstellen, müssen wir die immer in einer gewissen Menge ordern. Und wenn wir dann nur nachordern, dann ist das immer schwer, immer diese große Menge zu machen. Deswegen ist das meistens so, dass wir eine neue Farbe machen, die dann, sag ich jetzt mal, viel bestellen und dann läuft sie aber wieder aus, weil wir nicht jedes Mal diese großen Mengen abnehmen können.
So, bitte von oben, Kamera, weil ich muss das jetzt gerade trocknen hier. Genau, und dann machen wir das Ganze, sage ich jetzt mal, jetzt gäbe es unterschiedliche Möglichkeiten, das anzupassen. Würde ich das jetzt alles ganz hell lassen wollen, würde ich jetzt mit dem also mit dem elfenbeinfarbene Antikpaste wässrig hier außenrum gehen. Hier, überall und auch hier außenrum. Ganz wässrig, damit sich das Ganze anpasst. Ich werde jetzt aber eine Mischung machen. Ich werde jetzt zuerst mal alles mit dem Antikpaste Umbra machen, um so eine Tiefe reinzukriegen und dann sehr wahrscheinlich noch einmal, ja, jetzt bin ich schon zu heiß hier geworden, ich tue es mal gerade zur Seite, und dann noch einmal mit der hellen Antikpaste drüber gehen. Sie werden sehen, was das ausmacht. Das ist da nicht so, wenn man jetzt guckt, dann sieht das Ganze ja schon so, das ist so da drauf geklebt. Sieht man ja, sieht so aus. Und wenn man diese Schattierungen oder so macht, dann geht das ein bisschen weg. Dann gibt es so eine Tiefe da drin. So, jetzt brauchen wir, meistens haben wir einen Pinsel dafür, jetzt natürlich nicht. Okay. Ist das? Ja, okay. Muss man ein bisschen gucken. So, jetzt mache ich hier braun außenrum. Und da braucht man auch sich jetzt keine großartigen Gedanken machen oder Angst haben, kriege ich das nochmal weg oder so. Das ist jetzt sehr dunkel, weil man grundsätzlich das Ganze wieder wegkriegt. Wie heißt nochmal diese Solvent, Sabine? Reiniger. Nee, ist kein Reiniger. Das ist dieses, das ist das, wo das Krakelier oben drauf ist. Solvent und Alkohol. Ja, aber es ist nicht der Alkohol, es ist das Solvent. Meinst du kannst mir eins bringen, dass ich das zeigen kann? Könnte schon. Ja, dann geh doch mal bitte. Okay. Geh doch mal. Weil das ist wirklich etwas, was man oft gebrauchen kann. Das heißt, wenn man mit diesen Patinas arbeitet und manchmal, also ich mache es ja meistens, dass ich jetzt mit so einem entweder, gehen wir wieder, hier sieht man es ja sehr gut, dass ich damit schon gearbeitet habe, also mit so einem Tuch, jetzt das hier einfach wegwischt, aber manchmal hat man schon so diese Punkte, dass es irgendwo einfach nicht mehr weggeht. Und wenn es dann einfach nicht mehr weggeht, weil man einen Rand oder so etwas hat, dann ist es natürlich einfacher, wenn man mit dieser Solventpaste drüber geht. Aber jetzt sehen Sie schon, was ich meine. Jetzt hat man schon bitte von oben. Jetzt hat man schon diese Tiefe. Es kommt sofort eine Tiefe, weil es wie bei einem alten Ding, sag ich jetzt mal, der Dreck hier drin ist. Da kommt eine ganz andere Tiefe raus, wenn man damit arbeitet. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch hier drauf. Jetzt muss ich gucken, ob das inzwischen, ja, da ist es noch nass. Eine Frage? Ja. Wenn ich mit Heißkleber die Holzteile klebe, hält das nicht lange. Was ist unser Geheimnis? Verwenden wir besondere Klebestifte? Ja, also ich nehme diese Original von Steimel, also von der Firma Steimel. Die sind wirklich sehr gut, muss ich dazu sagen. Aber die tun auch wahnsinnig Fäden ziehen. Aber sonst sind die wirklich sehr gut. Also ich nehme nicht, es gibt ja diese ganz günstigen Klebestifte und so etwas, die nehme ich nicht. Ich habe also diese Original-Steimel-Teile, die bestelle ich immer. Und die sind also wirklich gut, dass die gut halten. So, jetzt wische ich auch hier weg, dass das richtig schön, jetzt sieht man auch schon, wie dieses ein bisschen Art dreckig wird, gell? So. Ja. Ja, genau. Jetzt zeige ich es einfach mal in die Kamera. Das heißt, kann ich es dir zeigen, Sam? Ja. Genau. So. Das ist das Mittel, wo man, also jetzt diese Antikpaste, und jetzt zeige ich es von oben auch noch, deswegen da ist auch dieses Krakell oben drauf, wo man die Antikpaste sauber mit ablösen kann. Das heißt, wenn man irgendwo zu viel hat und bekommt das mit diesem normalen Wegwischen nicht mehr weg,
dann gibt man das einfach auf ein, ja, sag ich, ein Küchentuch oder so etwas und dann kriegen Sie das sofort abgelöst und auch ganz sauber rundherum abgelöst. Also ganz sauber gemacht. So, jetzt, ich will aber hier nichts sauber gemacht haben, sondern ich möchte das gerne hier so dreckig und deswegen lasse ich das, gehe sogar noch mal hier so ein bisschen rein, um da hier auch so ein bisschen einen braunen Effekt zu bekommen. So, jetzt hebe ich das mal hoch und zeige das nach vorne, weil mir das an sich schon ziemlich gut gefällt. Also das sieht jetzt schön alt aus. Was mir nicht gefällt, ist das hier. Das ist mir hier zu sauber. Da werde ich jetzt noch etwas machen. Der Rest mit diesem kaputten hier, was hier so rausguckt und hier so rausguckt und diese paar Schriften, die man so sieht, gefällt mir. Aber das hier ist mir zu, sage ich jetzt mal, akkurat. Und da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen, das sind so diese Sachen, die einem dann irgendwann so ein bisschen nerven. Das geht nicht, das ist zu nass, zu wasserig. Dann müssen wir da noch mal richtig mit Farbe drauf gehen und das ein bisschen, sage ich jetzt mal, verändern. So, dann machen wir das und dann wischen wir das noch mal weg, dass wir da so ein bisschen einen anderen Übergang haben. Wo haben wir das Weiß hier? Dass das ja. Ja, so. Das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Wobei das mich immer noch stört, aber ich muss es jetzt erstmal trocknen lassen. Und dann kann man da überlegen, ob man da vielleicht sogar, ich hätte da so eine Idee, nochmal mit was drüber geht. Schrecklich. Sind so manchmal solche Dinge, die einem da nicht gefallen und dann muss man das, hier ist es so perfekt, diese Seite, aber diese Seite ist einfach nicht so perfekt. Aber kannst du das nicht einfach nass machen und wegwischen? Ja, will ich auch, aber mit dem Remover. Aber dafür muss es trotzdem erstmal trocken sein, damit es halt diesen Wegwischeffekt bekommt. Weißt du, sonst habe ich diesen Effekt nicht. Eine Frage, ja. Welche Schriftfolien sind das? Wir reden hier von den Schablonen, die zeige ich gleich. Wir haben ja gesagt, zur HSE am 5. Mai. Wir haben ja gesagt, dass wir die komplett nochmal zeigen. Ja, jetzt ist aber auch hier. Nee, ich muss hier noch ein bisschen mehr weg. Jetzt sieht man auch, wie viel man doch reiben muss, um das jetzt wegzukriegen. Aber jetzt kommt's. Ja, hier sieht es jetzt schon gut aus. Hier hat man jetzt so ein kaputtes Teil, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt schon gut. Und jetzt gehen wir noch bis hier hoch. Eine Frage. Ja. Kommt noch ein Triptychon klein? Ja. Es kommt, ja. Es kommt auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt wird hier schon heimlich gefragt, oder was hier? Ja, so. Jetzt sieht es schon besser aus hier, oder? Diese Seite ist auf jeden Fall schon besser. Jetzt muss man aber diese hier auch nochmal, weil das ist jetzt so dunkel, das ist jetzt hier wieder so hell. Jetzt müssen wir hier auch nochmal etwas mehr Farbe runterkriegen. Frage, ja? Kommt die Glasscheibe Durchmesser 12 cm nochmal in den Shop? Ist die jetzt schon aus? Sam? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn die Dame jetzt diese hier von diese runden und die eckigen. Was? Die runden und die eckigen mit eingefassten, die kommen auf jeden Fall. Ja. So, jetzt kriege ich das hier auch ein bisschen mehr runter. So, aber jetzt sehen Sie, was ich meine, wie dolle man jetzt rubbeln muss, wenn es mal getrocknet ist mit diesem Remover, aber dann hat man trotzdem so den tollen Effekt. So, das ist jetzt in Ordnung, das gefällt mir. Jetzt ist noch nicht ganz trocken.
hätte da noch was, eine Überlegung. Oh, bisschen dreckig das Glas, gell, wenn man das so guckt. Sehr gut dreckig das Glas. Egal, ist egal. So, soll ja jetzt auch nicht ein frisches, junges Glas sein. So, jetzt tun wir das da rein. Und jetzt müssen wir uns hier etwas überlegen. Und das ist ja relativ breit. Und jetzt war ich erst am Überlegen, eine schmalere Kordel zu nehmen. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich diese schmale Kordel nehme, habe ich diesen Kupferrand hier. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, vielleicht geht auch die Dicke. Und ich finde, dass die Dicke sehr gut geht. Und die tut nämlich wirklich alles, sage ich jetzt mal, zumachen. So, und jetzt muss man allerdings hier einmal abschneiden. Und ich fange jetzt unten an. Und gehe natürlich mit dem Kleber ganz hier an den Rand, weil man relativ schnell, und schon haben wir es, einen Klebefaden drüber hat. Aber das geht, kriegen wir gleich weg. Da muss man auch, den Tipp haben Sie mir, glaube ich, mal gegeben, auch einfach nur mit dem Heißluftföhn drüber gehen und dann gehen diese Fäden wieder schön weg. So. Man kann natürlich jetzt auch, Entschuldigung, man kann natürlich jetzt auch noch mal eine Bordüre drum machen. Man könnte jetzt die Kugelkette nehmen. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten, was man jetzt hier noch machen kann, je nachdem, was man will. Auf jeden Fall kann man es auf jeden Fall hier diese Ecke, jetzt ist es rund, gell? Muss ich gleich noch mal ein bisschen Kleber dran tun, perfekter machen. So, ja, sprich. Wird die Goldschrift durch den Remover beschädigt? Ja, die bleibt jetzt nicht mehr so gold. Und das war mein Gedanke, den ich hatte, war jetzt noch mal, ich habe die ja noch nicht hier sauber, aber die ist jetzt nochmal Teile hier zu nehmen und jetzt hier so drauf zu gehen. Moment, ein bisschen haben wir ja noch hier. Und nochmal ganz ein bisschen die komplett hier drauf zu tun. Hier ist sie jetzt. Wobei man jetzt, hat sie schon einen leichten Grünstich, aber es sieht gut aus. Das Grünstich stört jetzt nicht, gell, oder? Für einen Antique-Look. Sieht gut aus, ja. Gell? Könntest du sogar auf den Äußeren ein bisschen machen. Hier? Theoretisch, weiß ich nicht. Ja, wenn du meinst. Ja, wenn es jetzt nicht gut aussieht, bin ich es nicht schuld. Doch klar bist du es schuld, sonst gibt ja keinen, der das gesagt hat. Gibt es die Kordel auch im Shop? Moment, was hast du jetzt gesagt? Gibt es die weiße Kordel auch im Shop? Ja, die gibt es im Shop, die gibt es hier. Ja, aber nicht mehr viel. Was? Ja, war ich auch überrascht. Irgendwie 36 oder sowas. Ist also nicht wahr. falls sie ausverkauft ist, wir haben noch einmal neu bestellt. Wollte ich gerade sagen, wir haben jede Menge Kordeln bestellt. Ja, Meine Schablone muss jetzt übelst hier was mitmachen. Ja, aber egal. Wenn sie es mitmacht, gell? Ich kann sie ja jetzt noch nicht mal hier richtig ankleben, weil sonst wäre ich ja komplett voll. Also müssen wir das so jetzt machen und hoffen, dass da was durchkommt. Und es kommt durch. Perfekt. Oh, das sieht echt gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ich hebe mal hoch. Wer hätte ist das immer noch nicht fertig, aber... Wer hätte das gedacht? Ja, die Kordel gefällt mir jetzt nicht so, weil ich sie nicht so rund gemacht habe. Die ist ein bisschen kreuz und quer, aber da ändern wir noch was. Aber der Rest, soll ich die Kordel wegmachen? Die Kordel gefällt mir nicht. Nee. Was willst du stattdessen machen? Weiß ich nicht, aber ich mache jetzt die Kordel weg. Die gefällt mir nicht. Mach den Kordel weg. Oder? Ja. Eine Frage. Oh, ja, ich höre. Wie lange bleibt die Goldfarbe flüssig? Keine Ahnung.
kommt darauf an, wie viel Flüssigkeit, wie viel Pigmentfix ich da drauf habe. Ja, die bleibt länger flüssig, aber die wird so langsam grün. Grün, ne? die oxidiert, die fängt an zu oxidieren. Das ist Echtmetall. So, Herr Gneiting, hätten Sie eine, also ich kann jetzt eigentlich nur eine Bordüre da drauf tun. Hätten Sie eine kleine, feine Bordüre für mich? Bitte. Oder? Das Ding ist schön. Damit das schön bleibt, müssen wir hier eine Bordüre drum machen. Und dann hinterher anmalen. Aber das sieht ja so, das sahen die mit der Kordel nicht aus. Ich könnte das jetzt natürlich auch anmalen. Soll ich das anmalen? Nee, ich mache eine Bordüre drauf. Man könnte es natürlich auch anmalen. Was sagen meine Kunden? Noch nichts? Ich bin ein bisschen versetzt. Ja, ich bin am Überlegen. Ich könnte es natürlich auch versuchen, sauber Gold anzumalen. Mit Gold anmalen. Mit Gold anmalen. Ja, Geld statt allerdings. Aber ob ich das so sauber hinkriege? Man kann es ja mal versuchen, weil jetzt ist natürlich auch der Kleber hier oben drauf. Goldene Kugelkette, die ist zu dünn. Da müsste ich 3, 4... Was wir machen können, ist, wir können das auch morgen korrigieren und Fotos nachreichen. Muss das jetzt noch nicht alles machen, oder? Du hast ja 4 andere Produkte, die du machen willst, Projekte, oder? Ja, wie viel Uhr haben wir? 2010. Ja, okay. Also wir reichen das Bild nach. Ich werde da sehr wahrscheinlich eine von unseren Bordüren machen und werde die dann hier außenrum drauf tun. Da hat der Herr Gneiting recht, weil ich würde dann sowieso noch ein bisschen noch mit den Steinen hier arbeiten. Ich hatte diese kleinen Steine gefallen mir immer, wenn man dann noch so etwas so dazu tut oder so. Das finde ich dann, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Handspiegel, gell? So ein Handspiegel, der jetzt da, außerdem muss man den Spiegel auch mal sauber machen, hier, dass die Flecken wegkommen. So, also das reichen wir nach, das Bild. Ja, kurze Frage, kann man die Siebdruckschablonen mit allen Farben benutzen? Mit Farben auf jeden Fall. So, man muss nur überlegen, nicht mit Pasten, weil dieses Sieb ist ja sehr fein, sehr zierlich. Und wenn man jetzt da mit Pasten, sind ja Pasten, weil da eine Art Sand oder so etwas drin ist. Also Sand ist es nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Und dieses, was nicht flüssig ist, also dieses Bindemittel, was in Pasten drin ist, das ist natürlich das, was schnell das Ganze verstopft. Und deswegen, oder wenn es auch dicke ist, es gibt zum Beispiel die Modellierpaste Light, die würde gehen, weil die ist ja ganz fein, ganz leicht, aber zum Beispiel die Fiber Paste oder sowas, die kriegen Sie gar nicht dadurch. Also das funktioniert nicht und auch die normale Modellierpaste funktioniert nicht wirklich. Also es geht, aber ist nicht so, wie wenn man jetzt eine schöne Farbe da durchzieht. Der Effekt ist nicht so perfekt. So. Machen wir gerade das zuerst? Oder machen wir das? Oder das? Das hier, oder? So, das ist jetzt die Variante, wie ich gemacht habe. Bevor ich dieses Bild hier einklebe, werde ich das jetzt mit dem blauen Antikpaste machen. Also das ist einfach die andere Farbvariante, die man machen kann. Wir haben jetzt mit Grün zuerst grundiert und geben jetzt das Blau drauf. Wir haben ja diese unterschiedlichen Farben, die man bis jetzt so gesehen hat. Gell? So, jetzt gebe ich das Blau drauf und werde also auch alles hier blau anmalen. Und werde dann, genauso wie ich das mit dem Hellen, ich mache das jetzt deswegen nur ein kleineres Teil, einfach, dass Sie mal sehen, wie dieses, sage ich jetzt mal, diese unterschiedlichen Farbvarianten sind. Wir haben ja auch teilweise Grün gemacht, dann Blau gemacht und dann noch das Elfenbein obendrauf. Auch so etwas ist natürlich machbar. Sie können mehrere Farbkombinationen nehmen und immer wieder bekommen Sie einen anderen Effekt. Hier machen wir das jetzt mal, das Helle mit dem Blau, weil das hat dann so einen schönen, dieses Grün-Blau, was auch in diesem Papierset Veronika später ist also da, der Effekt ist dann sehr ähnlich. Außerdem ist natürlich, wenn man das mit dem Gold gerne hat, ist natürlich gerade diese dunklen Farben kommen mit dem Gold also als sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr prunkvoll.
So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Hier zeige ich Ihnen jetzt, wie ich das, ist ja kein Dekoupagepapier und kein Reißpapier, sondern ein normales Papier, und da zeige ich Ihnen gleich, wie ich das mache, damit das nicht sich wellt, weil das funktioniert auch. Ah. Nein, doch, danach muss ich trocknen. Scheiße, ja, es ist nicht schlimm. Da muss ich ja nur, nee, ich muss das nicht trocken haben, um das zu zeigen. Ich mache das, solange das nass ist, das ist vollkommen egal. Nur bevor ich Gold drauf tue, muss ich es trocknen. Das geht auch so. Das ist ja... Du kannst gerade das andere Bild machen. Mal gerade nebenbei. Nee, ich mache das jetzt gerade. So, hier ist jetzt genau das Gleiche. Ich habe jetzt auch mein gleiches Tuch hier. Nehmen wir gerade mal die andere Seite davon, wie ich das eben gemacht habe. Nur ist jetzt hier der Unterschied natürlich ganz anders. Wie man eben bei dem Hell und dem Grün sah man das ja ganz eklatant. Hier mache ich jetzt wieder halt die Wasser drauf und wische jetzt hier genauso weg. Und jetzt sehen Sie, hier ist natürlich dieser Unterschied gar nicht so riesengroß. Man kriegt das zwar weg, aber das Blau ist natürlich schon viel, viel stärker wie das Helle drauf. So. Und auch hier möchte ich natürlich, dass ein bisschen, sage ich jetzt mal, dass es stärker zu sehen ist, dass das nicht verwischt ist. Hier hat sich jetzt gerade verwischt. Jetzt gehe ich halt nochmal mit dem, muss man genau gucken, dass dieses Tuch auch dann nicht voll ist mit Farbe, damit sich das nicht wieder zurückwischt. Aber hat einen tollen Effekt einfach. Also diese Farbkombination ist auch so eine, die mir extrem gut gefällt. So, jetzt ist das reif für das Waschen. Jetzt mache ich das hier gerade mal einmal umdrehen, damit Sie überhaupt noch was sehen vor lauter Farbe hier. Oder mal gerade so. Ja. Jetzt müssen wir das hier innen gerade mal trocknen. Die andere Farbe ist nicht so schlimm. Kann man. Wenn Sie jetzt natürlich mit Reißpapier oder so drin arbeiten würden, müssten Sie das jetzt hier innen nochmal weiß anmalen. Gell? Da ich aber jetzt mit einem nicht transparenten Papier arbeite, ist das jetzt egal, sieht man nicht. So, das habe ich jetzt zurechtgeschnitten. Wenn Sie sich jetzt überlegen, wie kriegt sie eigentlich immer so diese Größen? Das ist relativ einfach. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier habe. Ja. Das heißt, ich nehme immer ein dünnes Papier, irgendwas, wo, keine Ahnung, was man übrig hat. Dann lege ich, das ist meistens so ein Papier, dann lege ich das hier rein und dann gehe ich mit so einem Embossingstift hier den Rand lang. Und dann kann ich es ausschneiden. Also einfach, dass man so, wie kriegt man immer die passende Größe, damit das passt. Dann schneide ich es aus und dann lege ich das halt auf das andere Papier und schneide das einfach rund. Und dementsprechend habe ich das passend. So, und das ist hier dieses normale Papier. Wenn das jetzt nass wird, fängt das sich an zu wellen. Damit das nicht passiert, klebe ich das mit Heavy Body Gel an. Und zwar, am liebsten mit dem matten. Weil dieses matte Heavy Body Gel, wie man sieht, von der Konsistenz noch ein bisschen trockener ist, sage ich jetzt mal, wie das glänzende. Und hier mache ich eine dünne Schicht mit diesem Heavy Body Gel komplett hier rein. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen mit dieser Farbe mischt, ist es vollkommen egal. So, das ist jetzt schon fast dick. Und dann nehme ich dieses normale Papier und klebe das hier ein. Und das klebt sofort und das klebt auch richtig gut. Und es klebt trocken. Das heißt, hier ist jetzt, das wird jetzt nicht
wellig oder so. Gell? Sonst manchmal ist es, wenn ich jetzt Expresskleber oder so habe, fängt das Papier sich sofort an zu wellen. Und das passiert hier nicht, weil wir hier mehr oder weniger einen trockenen Kleber haben. Der ist recht trocken, dieses Heavy Body Gel. Deswegen ist das sehr gut geeignet, um normales Papier, sage ich jetzt mal, irgendwo einzukleben. Jetzt mache ich ganz kurz mal hier den Föhn drauf, weil ich jetzt direkt weiterarbeite und das Ganze krakeliere, ohne dass ich das hier jetzt fertig mache. Das wird mit der Zeit dann schon trocknen. So, ja, das ist ein bisschen egal. So, jetzt eine Frage, ja. Der Papierkleber von Pentart, würde der auch gehen? Nein, das ist dieser Expresskleber, wo ich sagte, das ist der von Pentart, das ist der Expresskleber, aber der ist ja fast flüssig. Deswegen es gibt auch einen Papierkleber, einen reinen Papierkleber. Ja, genau. Aber der ist auch sehr flüssig. Also der funktioniert, aber nicht für ja, sowas. Nee, die kannst du nicht großflächig. Die sind schön für Ecken zu kleben oder so Papier so zusammenzukleben oder so, aber nicht um das großflächig zu kleben. Dann hast du hast sofort diese Wellen drin in dem Papier. So, jetzt hier, wo es trocken wird, sieht man diese Farbe, wie schön die ist. Musst du gleich mal nah dran gehen. Egal, jetzt gehe ich auf jeden Fall mal mit dem, machen wir gerade das Krakelieren. Das ist mit der Nummer 1. Das ist jetzt dieser 2 Komponenten Krakelierlack. Gucken wir, welcher Pinsel hier noch halbwegs sauber ist. Tut das Papier sich jetzt nicht wellen, wenn du das Krakelierlack drauf hast? Nee, auch nicht. Nee. Ein Wunder. Ein Wunder. Also bei mir ist es ein bisschen länger trocknen lassen, als ich es jetzt hier gemacht habe, aber hat sich nicht gewellt. So, jetzt gehe ich mit dem Nummer 1, Krakelierlack Nummer 1 drauf. So, und der darf jetzt nicht beschleunigt werden. Der muss jetzt normal trocknen, das geht aber, also so allzu lange dauert das nicht. In der Zeit fangen wir jetzt, sollen wir das Blaue noch machen? Oder sollen wir das Schild mit den Schablonen machen? Ich tue das gerade zur Seite. Also ich habe jetzt noch vorbereitet, hier so etwas mit den, ja, aber Moment, lass doch die Kunden entscheiden. Mit der Antiking Paint. Die Kunden haben entschieden. Das. Oder ich habe ein Triptychon hier mit dem anderen Spiegel vorbereitet, wo ich, also wie das jetzt hier ist, bitte von oben zeigen. Du machst ja genau, beide. wo ich mit den Schablonen arbeite. Ja, mach das. Machen wir das. So. Das ist jetzt wiederum mit den Farben, die es auch später bei HSE gibt, gemacht. Und zwar mit diesen 3. Wo ist das Beige? Da. Das heißt, mit diesem Bisque, mit dem Hasengrau und dem Patinagrün heißt es. Mit diesen 3 Farben ist das gemacht worden. Das heißt, das ist jetzt erstmal dieses Grün, ist hier drauf. Und dann habe ich mit dem Beige hier diese Ränder gemalt, um das abzusetzen, weil das ist jetzt nicht so auf shabby, sage ich jetzt mal, sondern das ist jetzt hier relativ sauber gemacht. Hier sind die kleineren Rahmen, die 10 cm Gläser drauf, dann mit der Straßkette innen rein, Kordel außenrum und diesen Blumen, weil das Ganze ist ja jetzt so ein ganz anderer Stil, gell, was wir haben. Und hier in der Mitte werde ich werde jetzt zeigen, wie man jetzt diese Schablonen macht und werde jetzt dann zeigen mit dem Rest, damit das Ganze dann zusammenpasst. Ja, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Möchten Sie sehen, wie das mit der doppelten Schablone geht, oder reicht das Video und ich mache jetzt hier nur einfach? Das muss man jetzt mal gerade fragen. Gibt's da Antworten? Wo ist denn diese eine Schablone? Da ist die eine Schablone. So. Einfach reicht, okay. Weil doppelt. Ja, gut. Wie viel Uhr? 20, 23. Okay, dann machen wir doppelt.
Das heißt, wenn Sie doppelt machen, gebe ich jetzt diese Schablone, wie gebe ich sie jetzt auf, damit das gut aussieht? Ja, man muss überlegen, was man jetzt malt. So, dann setze ich die mal so an. So, bei doppelt ist es ja so der Fall, dass Sie ja, Farbe schon unten drunter haben. Und je dicker die Farbe dann ist, wenn Sie die zweite Schablone drauf tun, umso, sage ich jetzt mal, ungenauer ist die zweite Schablone. Also macht es Sinn, eigentlich die recht dünn aufzubringen und so wegzuwischen, sage ich jetzt mal, dass Sie nur eine ganz, ganz dünne Schicht Farbe haben, sondern dass Sie nur sehen können, ja, dass Sie nur sehen können, wo Sie nachher ausmalen müssen, sagen wir es mal so. Ja, und so, das heißt, ich habe jetzt zwar auch meine schöne Farbe, mit der ich das alles mache das aber jetzt hier wirklich so dünn, wie es irgendwie geht. Weil ich will ja nur gerade sehen, wo ich malen muss, mehr nicht. Ich muss jetzt nicht dieses ganze Motiv super haben, sondern ich muss sehen, wo ich malen muss. Und dafür brauche ich diese Ränder. Hier habe ich den Rand, hier habe ich ihn noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen was drauf machen, dass ich einfach ansehen sind. Also das ist jetzt so ein bisschen die dünnste Variante, die ich machen kann, sage ich jetzt mal, um es auszumalen. Nehme das Ganze jetzt hier runter. Es ist natürlich perfekt, aber da nicht. Sam, würdest du mir die ausmalen? Die ist mir jetzt echt zu schade. Auswaschen gerade, geht das? Bitte, bitte, bitte. Frage? Dankeschön. So, ja, ich höre. Wo bekommt man das Besteck? Bei HSE oder bei uns im Shop? Das Besteck. Das Besteck gibt es hier bei uns im Shop. Haben wir das nicht irgendwie als Bild oder die... Nee, okay. Super. Ja. Jetzt trockne ich das Ganze hier und ich mach jetzt nur eine Schicht. Ich male jetzt nur einmal, damit Sie sehen, wie es geht. Danke. Und jetzt male ich mit Beige. Jetzt male ich mit Beige irgendetwas aus, was nachher halt diese Farbe haben will oder haben soll. So, Moment, wo ist jetzt ein schöner, feiner Pinsel? Vielleicht geht das sogar mit dem. Mal schauen. So. Das heißt, ich sage jetzt, ich male jetzt können Sie ja das übermalen. Das heißt, ich will jetzt das Innere hier haben. Das Innere dieses Motivs soll nachher beige sein. Zu 90%, weil das Ganze ja etwas dünner ist, müssen Sie das immer zweimal machen. Weil das deckt so nicht bei einmal. So. Und so. Jeder kann sich selber überlegen, was er anders ausgemalt haben will. Gell? Man guckt sich einfach dieses Motiv an oder sind ja die unterschiedlichsten Motive und sagt, okay, das male ich jetzt aus, das soll irgendwie so eine andere Farbe haben. Ja, jetzt machen wir hier das. Und hier habe ich das ja auch so. Und hier habe ich es ja auch angedeutet, da sehe ich es ja schon. Da muss ich es ja gar nicht richtig haben. So, und da habe ich es auch angedeutet, da und da hier rum. So, jetzt muss das mal gerade ein bisschen, oh, das geht auch so, sehe ich gerade. Hier muss man unbedingt ein zweites Mal immer machen, weil wenn das nicht so sauber da ausgemalt ist, dann wiederum sieht es auch nicht gut aus. So. Habe ich gerade da. Mit einem feinen Haarpinsel geht es eigentlich immer am besten. So, jetzt mache ich das da. So, das unten sparen wir uns das oder wir machen unten, können wir die andere Farbe nehmen. Genau, unten machen wir dann grau. Ja. Jetzt wer jetzt natürlich richtig Lust hat, ganz großartig was zu machen, kann natürlich jedes Teil hier ausmalen. Der könnte jetzt hier ausmalen, der könnte hier diese Streifen ausmalen, vollkommen egal, der könnte das untere Teil, der könnte hier dazwischen. Also da kann man überlegen, was man macht und dann dementsprechend halt, man kann teilweise mit Gold machen, das habe ich auch schon gemacht, das sieht auch toll aus.
dass man also auch teilweise das Gold macht, vollkommen egal. Gell? Oder wir haben das, jetzt mache ich das hier mit Grau. Ist eigentlich das gleiche Ding, halt nur einfach in Grau. Vielen Dank. So, jetzt zeig mal. So, oh, hast du schon getrocknet? Wie hast du das denn gemacht? Hier oben? Nein, nicht ganz. Aber nur zu zeigen, das hat er jetzt gerade komplett gewaschen und das ist auch jetzt, muss noch ein bisschen trocknen. Da ist also nichts mehr dran, einfach ausgewaschen und normalerweise, hier sieht man noch ein bisschen, dass es nass ist, da oben überall. Normalerweise lege ich das so rum hin zum Trocknen und dann irgendwann mache ich so und gehe mit dem Handtuch hier drüber und dann ist das auch wieder trocken. Und auch zum Benutzen. So, jetzt hier. Also das Trickigste, also wie sage ich, was ein bisschen tricky ist nachher, ist, die Schablone hier wieder so drauf zu legen, dass sie nicht neben dem Motiv ist, sondern wirklich auf dem Motiv. Und da brauche ich immer eine Brille für. Also das ist wirklich wahr. Das ist für mich das, was am kompliziertesten ist. Jetzt habe ich jetzt hier nicht weiter gemalt, jetzt lasse ich es hier auch weg. Oder? Nee, komm, machen wir hier einfach so ein bisschen grau, dann wird das schon passen. So, jetzt muss das allerdings wieder trocknen. Das ist auch nicht schlimm, weil jetzt kann ich in der Zwischenzeit diesen Krakellack da machen. Ganz kurz mal hier. Das sollte jetzt gut trocken sein, weil ich ja wieder mit der Schablone drüber gehe. Hier ist ein bisschen zu nass, weil sonst klebt die Farbe an der Schablone, was wir ja nicht möchten. So. Ich tue das mal gerade zur Seite. Das ist jetzt unser Krack. Das ist noch nicht ganz. Hier sieht man, das bisschen weiß ist noch da. Aber das ist nicht schlimm, ich gehe jetzt mit dem zweiten Komponente drüber, dann wird es da ein bisschen dicker krakelieren halt. So, jetzt brauchen wir wieder einen. Ne, der ist blau, der könnte gut sein. Ein Pinsel, einen halbwegs sauberen. So, und jetzt gehe ich relativ dick mit dem Krakellack hier drüber, damit der sich so ein bisschen schön da verteilt. So, man kann jetzt zum Beispiel mit dem Finger auch drüber gehen und das so ein bisschen verreiben, dann kriegt man ganz wilde Krakellstücke, aber bei dieser kleinen, sage ich jetzt, bei dieser kleinen Fläche geht das auch so. Jetzt habe ich das so da drüber. Man sieht, es wird ein bisschen milchiger, ich zeige das jetzt mal gerade von vorne. Okay, egal, das ist ein bisschen, ein bisschen milchiger und das ist eigentlich ein Zeichen, dass es jetzt anfängt zu reagieren. Jetzt muss das, jetzt sieht man, dass es milchig ist. Gell? So, jetzt sieht man, dass das fängt an zu reagieren und dementsprechend dauert das nicht mehr lange, dann krakeliert das. So, jetzt nehmen wir wieder das andere zurück. Ja, nein, ist nicht ganz trocken. Hier ist es auch nicht ganz sauber gemalt, aber da müssen wir jetzt mit leben, weil wir kriegen das einfach nicht schneller hin. Da, ja. Ich mache jetzt einmal hier oben die Schablone noch, weil die soll ja auch einmal oben und dann gehe ich nochmal nach unten. Oder? Kriegen wir das hin? Ja. Eine Frage. Ja. Wie viele Schablonen sind in einem Set? Wir zeigen die Schablonen gleich. 6. Ich zeige sie sofort. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie rum ich die benutzt habe. Ja, so rum. Okay. Sekunde. Jetzt brauche ich meine Brille. So. Es sieht, ja, nicht ganz, aber ist egal. So, und jetzt muss man halt schauen, dass man die jetzt hier so richtig trifft, wie irgendwie nur möglich. Gell? Dass man sie genau so trifft. Ich meine, ich habe es, aber ich habe sie falsch, weil ich bin ja da drüber gegangen. Das heißt, dann habe ich die andere Richtung gehabt, dann ist die andersrum gewesen. So, also noch einmal. Da, jetzt hat man meine Haare bestimmt nur, nee, da, oder? Sie sieht so,
Ja, sieht ziemlich gut aus, glaube ich. Sieht ziemlich gut aus, ja. Das ist so das A und O. Das ist das Wichtigste, was man jetzt machen muss. Das heißt, dass man die Schablone wirklich komplett da drauf legt, wo sie auch vorher war. Und jetzt muss man sie auch gut anreiben, weil sie soll ja jetzt genau auf diesem anderen oben drauf sein. So, und jetzt gehen wir da halt wieder drüber. Das heißt, jetzt machen wir das auch richtig, jetzt können wir es auch üppig machen, das heißt richtig gut, sauber, jede Ecke hier, wie man das halt normalerweise macht. Eben haben wir ja nur Huschi-Huschi gemacht, um nur ein bisschen, und jetzt wollen wir das ja richtig. Jetzt gehen wir auch hier bis runter in diese Ecke und auch hier. So, ja, unten in der Ecke haben wir es ja auch. So, Restfarbe geht wieder zurück. Und wieder zurück. Und jetzt ziehen wir das Ganze ab und haben das doppelte Motiv da drauf. Das ist dieses zweifarbige. Und es sieht einfach nur, bis jetzt von vorne drauf, geht das? Jetzt habe ich irgendwie einen Rotstich oder einen Rosarotstich. Eieiei, Herr Geneiting. Tun Sie mich jetzt in Rosarot halten? Nee, oben ist ein Blaustich irgendwie. Nee, Rosarot ist jetzt. Aber ist egal, Hauptsache Sie sehen das Motiv. So, jetzt fehlt uns aber noch die obere Stelle. Und jetzt, auch wenn das jetzt nicht trocken ist, werde ich das gerade mal so machen. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass wir das jetzt nicht, ich mache das einfach mal, tue das so andrücken mit meinem Squeegee. In diesen Schablonen, ich zeige gleich diese Schablonen, ist so ein Spachtel drin, aber nicht den ich jetzt hier habe, sondern so ein etwas festerer, der ist auch sehr gut. Aber wenn Sie viel arbeiten und so das relativ perfekt haben wollen, kann ich Ihnen, das ist so ein typischer, das ist ein Teigschaber, den man also überall kaufen kann, einfach sage ich jetzt mal, den Griff hier abgemacht. Diese Silikonteile, die sind schon optimal, weil die super sauber zu machen sind und halt auch ein bisschen nachgeben. Frage? So, und jetzt haben wir dieses schöne Motiv hier oben. Ja. Wie heißt die Farbe, was du gerade da drüber? Cremeweiß. Das ist einfach nur cremeweiß. So, jetzt haben wir hier natürlich nicht das doppelt gemacht, aber da ich das ja links und rechts auch nicht habe, ist das auch gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir das hier so fertig gemacht. Moment, jetzt müssen wir das auch wieder trocknen. Das ist der einzige Nachteil bei dem Ganzen, dass es immer wieder trocknen muss hier in unserem Livestream, gell? So, und wo haben wir denn jetzt unseren Rahmen? Da haben wir den Rahmen, der auch noch angemalt werden muss, der jetzt hier so drauf kommt, gell? Aber wie viel Uhr haben wir jetzt? 20:36. Ich könnte das andere noch machen, weil diese hier braucht man, glaube ich, nicht so viel Fantasie. Wo habe ich die links und rechts? Ich kann es jetzt noch mal erklären, wie ich das gemacht habe hier. Oder dann würde ich noch das andere schaffen. Wenn man das jetzt hier so guckt, das ist also so und so wäre das dann. Wir zeigen das später dann das Komplette. Dann habe ich hier nochmal wieder die Rückseite angemalt, dann würde ich das hier aufkleben. Dann, das sind unsere Strassketten, die wir haben. Dann habe ich zuerst diese dicke Kordel außenrum, weil die gibt mir einen gewissen Halt hier. Und dann habe ich mit dem 3D-Kleber, also mit diesem hier, Varnish, gell, mit dem 3D-Varnish, wo sieht man das jetzt hier? 3D-Varnish, hier so. bei mir. Ja, oder zu bei dir, genau, mit dem 3D-Varnish habe ich dann hier den Rand angemalt und dann die Strasskette halt aufgeklebt, weil das geht wirklich nicht, dieses Metall sollte man nicht mit dem Heißkleber machen. So, ich kann es immer noch nicht draufkleben, weil es noch nass ist, deswegen, und dann sind das die Blumen, die halt ja bei HSE kommen, also das ich mache das, glaube ich, fertig, dann werden Sie das sehen, oder? Und die Blumen zeigen wir ausführlich nächste Woche, Ja, ne? die zeigen wir sowieso nächste Woche ausführlich, wie die gehen, weil dann hat man jetzt die Schablonen, dann könnten wir noch das Blaue gerade machen, oder? Dann können wir das für nächste Woche fertig machen, ne? Ja, ja, machen wir, gell? Oder? Ja. Ist das in Ordnung? Dann, weil das mit dem haben wir ja jetzt mehr oder weniger gesehen, wie das geht. Jetzt tun wir das hier hin, dann kriegen wir nämlich noch einmal
Also die Dinger, ich wollte die, das kann ich auch noch gerade zeigen, weil das fand ich so schön. Ich wollte, ja jetzt geht, ich wollte dann das hier jeweils so machen, wenn ich das so, ich finde diese Säulen sehen irre gut aus um das jetzt so, hier so zu befestigen. Okay? Und dann kommt der Strass und die Kordel hier. Also einfach nur mal, weil ich diese Säulen auch so toll finde. Da habe ich ja auch sowieso noch ein... So, da wollte ich noch was mitmachen, da fiel mir jetzt noch nichts ein. Diese Kombination bitte von oben. Diese Kombination finde ich so toll. Dieses Schild, dann haben wir ja hier dieses kleinere Schild. Wenn man jetzt das kleinere Schild drauf tun würde und dann jetzt noch diese Säulen halt hier und dann irgendwas Geniales hier in der Mitte. Also diese Kombination finde ich sensationell, aber nicht nur so. Man könnte das auch so machen und dann könnte man je nachdem sogar noch mal das hier so machen, gell? Dass man das hier ein bisschen weiter rauslässt. Und sage ich jetzt mal so ein bisschen doppelt das. Also da kann man schon ein paar Sachen machen. Das werde ich aber noch machen. Jetzt ist mir da nichts mehr, also haben wir eh keine Zeit. So, jetzt kommen wir wieder hierzu. Hierzu wollte ich, Moment, das war mit stärkerem Gold, das wollte ich, das machen wir mal hell, auch wenn das jetzt hier nicht hell ist. Oder? Das machen wir jetzt mal mit hell. Blau mit grün haben wir ja eben gemacht, gell? Blau mit grün, genau. Nee, das war grün mit blau. Ah, dann machen wir jetzt hier grün drauf, gell? Das war ja grün mit blau. Dann sehen wir auch schon den Unterschied. Das ist ja jetzt grün unten drunter und blau oben drauf. Da könnten wir jetzt allerdings mal ganz rasch das Gold, solange das noch da ist und noch nicht ganz grün ist, ja, ist schon fast getrocknet, drauf tun, ganz leicht auch wieder nur, aber da sieht man direkt, das ist, wenn es halt so ein bisschen dunkler ist, dann kommt das Ganze halt noch ein bisschen stärker raus. Obwohl ich jetzt auch nicht viel mache, also jetzt eigentlich nur relativ wenig. So, jetzt bist du wieder falsch rum, dann gehe ich so lieber so rum. Und jetzt bitte einmal von vorne, Herr Gneiting, ja, dass man das mal sieht. Weil das sieht sofort super aus, finde ich, wenn das mit dem Gold ist, oder? Und jetzt sieht man auch schon gleich, dass es hier anfängt zu krakelieren. Da ist schon, wo es trocken ist, da an der Ecke ist schon der Krakellack. Kann man es erkennen gegen das Licht? Ja, da sieht man es. Da sieht man schon, dass es krakeliert und gleich am Ende zeigen wir das, machen wir dann braun. Der Rest muss dann noch ein bisschen trocknen. Aber das ist jetzt schon mal okay. Tja, hier habe ich leider nicht mehr viel Gold, müssen wir nachher nochmal neu anmischen. So, und hier machen wir jetzt das Grün drauf. Was machen wir? Nochmal mit den Schablonen irgendwas? Oder... Ja, das machen wir mal ganz anders. Jetzt machen wir mal was ganz anderes. So, jetzt machen wir mal mit den Schablonen. Und zwar aber kaputt. Nicht auf ordentlich. Aber wir haben doch das Grün. Du hast ja noch, ne? Habe ich die falsche, genau, das ist falsch. Ich habe es auch gerade mitgekriegt. Ich versuche mal hier. Ja, das ist offen. Jetzt machen wir mal was anderes. Und zwar Antiking Paint, das gebe ich jetzt hier drauf. Das wird sich aber, wenn ich das nachher wegwischen will, wird sich das zum Teil mit wegwischen. Deswegen machen wir das jetzt, Schablone, viel zu viel Farbe. Und ich glaube, das könnte richtig gut aussehen. Das hast du aber noch nie gemacht, ne? Nein, ist ja nicht schlimm, gewagt. Oder? Ja, ist doch wurscht. Das Risiko ist alles. jetzt hier auch nicht, ist einfach nur genial. Es ist einfach nur genial. Oh, das Ich sag ja, ich mache es jetzt auch nicht sauber gegen all dem, was eigentlich sich gehört.
Gell? Nee, machen wir doch lieber gerade. Ja, muss schon gerade sein. Oder? Ja, ich muss es jetzt erstmal ein bisschen hier wieder... Kann man bitte nochmal die Farben sagen? Also jetzt arbeite ich wieder mit den Antikpaste. Das ist Antiking Paint. Antiking Paint Olivenbaumgrün. Die wir im Set haben. Ja, die ist stark als reduziert. Blende ein. Sam. Das ist tatsächlich 33% reduziert. Wow. Ja, ich weiß nicht, was du da gemacht Wow. Und ich erwähne das gar nicht, gell? So, jetzt ein Summer Special. machen wir noch ein bisschen hier. Ja. Na, jetzt gehe ich aber hier nicht ganz drauf, sondern so. Also jetzt brauche ich mir keine großartigen Sorgen machen, weil normalerweise müsste ich die Antiking-Farbe hier super einfach nachher wegzuwaschen gehen, weil das ist halt Antiking-Farbe. So, jetzt muss ich gerade trocknen, ich will noch mehr machen. Aber damit ich mir das jetzt hier nicht kaputt mache, hast du die andere Farbe drauf? ich bin jetzt ich wische nachher komplett, aber ich würde jetzt gerne noch mit Schriften drauf gehen, oder? Toll. Ha? Toll. Ja. Oder eher noch mal ein Muster. Nee, Schriften, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber es sieht auch einfach toll aus. Also auch diese Farbkombination ist doch, also die Schablonen sind doch einfach der Hammer. Ja, die sehen echt gut aus. Ne? Ja. Ist noch nass, leider nass. Ja, hier kann ich schon mal. Hier gehe ich über nichts drüber, da kann nichts passieren. Jetzt habe ich hier nur eine neue. Die klebt immer so stark, die neuen. Eigentlich, deswegen, ich mag eigentlich die gebrauchten ein bisschen lieber. Wenn ich da so nicht so perfekt da drauf will. Egal, jetzt mache ich das einfach so. Weil ich will ja jetzt nicht dieses Perfekte haben, sondern bis nah, jetzt weiter nicht. Ja, schön. So, Gibt's und doch gar nicht. Es geht auch perfekt, ne? ja. Soll ich dir die Ecke hochhalten? Oder? Nee, ich mache das gerade mal so, hier so ein bisschen. Brauchst du einen Bodabra, den dritten Hand? Ja, die dritte Schablonenhand, genau. So. Ach, das geht schon, oder? Geht das? Ja, sehr schön. So, mehr machen wir nicht. So. Die sind wirklich gut dafür, die Antiking Paints, ne? Ja. Siehst du? Hättest du es gedacht? Ja, du auch nicht bis vor 2 Minuten. Nein. So, aber jetzt trocknen wir das trotzdem. Und dann müssen wir uns genau überlegen, um das nicht komplett zu zerstören, wie wir das übermalen. Also einmal schön trocknen, weil ich will das ja jetzt schon, dieses Wischiwaschi übermalen. Und das soll sich auch ein bisschen ablösen, aber ich will es ja natürlich nicht komplett wegwischen, gell? Frage, kann man die Schablonen auch mit Textilfarben nutzen? Ja, natürlich. Ja, habe ich ja. Ich hatte die ersten Siebdruckschablonen, die wir gemacht haben, habe ich doch eine Tischdecke und alles mitgemacht. Und jetzt geht genauso super perfekt mit Textilfarben. Man hätte natürlich jetzt eine Möglichkeit. Man könnte das Ganze jetzt natürlich lackieren. Und auch mit einem Mattlack. Und wenn man dann da nochmal drüber geht, dann würde das auch einwandfrei sauber bleiben.
Ist jetzt eine Möglichkeit. Aber? Ja, es ist die Frage, was will ich? Will ich es jetzt kaputt haben oder will ich es sauber lassen? Und was willst du? Ich weiß es nicht. Das sieht total gut aus, deswegen, ne? Ja, es sieht gut aus, aber ich werde es jetzt wohl kaputt machen. Ich würde es kaputt machen jetzt. Ich bin immer für kaputt machen. Ja, ich bin jetzt auch. Ja, jetzt sehen wir es klar. Ja, ich bin jetzt auch für kaputt machen. Ich mache das jetzt ein bisschen hier. Erstmal jetzt so die Seiten. Ich mache jetzt nicht so viel, aber ich werde es wohl kaputt machen. Gehe ich mal von aus. Gehe ich auch von aus. Nee, warte mal ab. Sieht ja eigentlich schon so gut aus. Ja. Also viel wischen muss ich eigentlich gar nicht, gell? Aber ein bisschen wischen wir einfach, um es zu sehen. Wie kaputt wir es hinkriegen, oder? Sieht gut aus. Oder? Muss nicht so. Oder? Warte. Siehst du nichts? Moment. Das siehst du doch. Ja, jetzt trockne ich erstmal und dann gehe ich nochmal mit dem Remover ein bisschen und dann gucken wir mal. Es hat sich aber nicht großartig abgelöst hier ein bisschen. Also wenn man zärtlich mit ist, dann geht das. So, jetzt schauen wir mal, was sich tut, wenn wir den Remover nehmen. Ich darf nur hier oben nicht dran gehen, da ist es noch richtig patschenass. Ob wir das... Ja. Ist doch gut. Oder? Das ist schön. Ja, weil wir es mal komplett sehen können, obwohl es geht. Das siehst du doch. Was siehst du denn da nicht? Ja. So. Da. Toll. Du hast nur immer irgendwie eine andere Farbe. Bei dir sieht man das Grün gar nicht. Oh, ich sehe das Grün perfekt. Aber es sieht gut aus. So. War der Lappen nass oder trocken? Der jetzt hier, der war der Remover. Nee, der war nass. Da habe ich extra Wasser drauf gesprüht. Der war nass. So, jetzt ist natürlich, ach nee, ich brauche ja das noch. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir ja das noch da drauf tun wollen nachher. Du hast 8 Minuten. Ja, ich kriege das schon hin. Nee. Das heißt, ich muss jetzt hier rasch huschi das drauf machen. Wie man sieht, mache ich es jetzt mit ein bisschen mehr Wasser, damit wir schneller sind. Von wegen. So. Die sind übrigens richtig schön. Und die kann man, ich weiß ja nicht, je nachdem. Besteck oder was? Ja, ich finde, das ist ein tolles Geschenk für jemanden. Auch für, also gerade so für die Küche finde ich das halt toll. Hängen, ja. Gell? Das ist halt so schön, das kann man ja in allen Farbvarianten machen, dass es passt. Schönes Bild da dran. Oder man kann auch wirklich mal nur so Löffel und Gabel nehmen, eine Schleife oben dran. Wenn man jetzt, keine Ahnung, was zum Essen verschenkt, weißt du, was man da noch da so passend dran machen kann. Kann man das auch mit einem Schwämmchen machen? Das hier, was ich jetzt mache, ja klar.
warum nicht? So, okay, jetzt haben wir, wo haben wir es jetzt wieder da? Brauchen wir wieder ein bisschen Wasser. Und dann da. Jetzt haben wir schon relativ viel weggewischt, aber ist egal. Dann ruhig ein bisschen mehr auch mal wegwischen. So. Aber jetzt mehr blau wie grün. Ja, da ist ein bisschen besser. Hier ist ein bisschen mehr drin geblieben, aber es ist in Ordnung. So, jetzt brauchen wir noch gerade antrocknen. Und schauen wir mal, ob wir noch einen Hauch Gold haben in dem Dinge drin, damit wir das angepasst kriegen hier. Komm, Baby. Schauen wir mal, was das hier in irgendeiner Ecke. Vielleicht reicht das noch. Ja, das ist jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt kann man es sehr gut sehen. Das ist jetzt vom Vergleich her. Gell? Kann man es erkennen? Jetzt ist es, genau, jetzt ist es schon grün geworden ein bisschen. Das ist jetzt noch richtig blau, aber das noch richtig gold, aber das hier ist jetzt schon, hat so einen Grünstich gekriegt. Aber es finde ich nicht schlimm. Wobei zu dem Paint sieht es gut aus. Oder? Ja, sieht alt aus. Ein bisschen hier drauf. Kann man nachher noch mal neu ein bisschen drüber gehen mit einem frischen, dass man diesen Effekt noch mal ein bisschen frisch anmischen und dann noch mal was da drüber machen auf den. Haben wir hier noch irgendwo in der Ecke was? So. Bitte unbedingt die Schablonen noch zeigen. Ja, zeige ich. So. Also hier muss man ganz zwingend, weil das ist zu wüst, hier muss man zwingend mit Braun noch drüber gehen. Also das werde ich jetzt nicht machen, aber ich werde das zeigen, wenn es fertig ist. Können wir nachreichen, ja. Genau, werden wir das nachreichen. Weil hier muss man, das ist jetzt hier in der Mitte zu wüst, dass man das jetzt gut sieht. Und sehr wahrscheinlich werde ich auch noch, ich werde wohl nicht nur hier Gold machen, ich werde, glaube ich, auch hier drüber nochmal die goldene Schrift machen und hier nochmal die goldene Schrift in Gold drüber machen und hier dann alles außenrum in Braun. Und dann, glaube ich, wird das ein absolut geniales Bild werden. Und natürlich an diesen Rand hier Gold. Aber das tue ich nachreichen. Aber jetzt haben Sie so im Gros gesehen, was man so alles machen kann. Jetzt zeige ich gerade die Schablonen noch alle. Muss ich das noch zeigen mit der Antiking Paint? Wie man das hier rein und wegwischt? Ja, okay. 3. Ja, okay. Sekunde. Hier ist es ein bisschen nass. Deswegen, aber ich kann es auf der anderen Seite machen, wo es nicht ganz so nass ist. Das heißt, hier gehe ich jetzt nicht drüber, weil hier ist es noch nass. Ich gehe jetzt hier, da ist es halbwegs trocken. Das bedeutet, ich nehme jetzt, wo ist mein Pinsel, wo ich das eben gemacht habe? Ist das der hier? Kann das sein? So, jetzt nehme ich halt nochmal diese Antikpaste, gehe hier drauf und wische das mit einem Küchentuch weg, damit das so, und jetzt musst du da richtig drauf gehen hier. Herr Gneiting, das ist Ihre Aufgabe. Ja, nicht bei mir hier rumhängen. So, da. Das heißt, mit der Antikpaste, das heißt also mit dieser Antikpaste,
Da reiben Sie das dann mit einem Pinsel rein und dann gehen Sie auf jeden Fall mit einem Küchentuch und wischen da drüber, weil dann geht das nur in diese Risse rein. So ein Bild hast du noch nie gesehen. Ach Sam, Wahnsinn, Wahnsinn. So, und hier sieht man jetzt ja die ganzen Krakels, also die ganzen Risse, die hier sind. Und ich würde immer raten, bei solchen Bildern, wo die Blumen so detailliert sind, wirklich nur so ein paar Andeutungen zu machen, so ein bisschen außenrum. Nicht direkt über die Blumen, nicht über alles, weil dann sieht man diese Bilder nicht mehr so genau, sondern wirklich so ein bisschen nur so außenrum mit der Antikpaste zu arbeiten. Und auch hier ein bisschen in diese Seiten, das auch ein bisschen braun lassen, weil dann sieht es noch ein bisschen älter aus. So, jetzt haben wir das. Das machen wir wieder zu. Jetzt zeigen wir noch die Schablonen einmal komplett. Oh, ich zeige es jetzt einmal so. So, das ist also der Spachtel, der ist direkt dabei. Der ist einwandfrei, also der ist auch biegsam, überhaupt kein Problem. Aber trotzdem empfehle ich Ihnen, sich einfach so einen Teigschaber zu holen, so einen Silikonteigschaber. So, es gibt dieses tolle runde Motiv. Das ist das Motiv, was wir auf die Teller gemacht haben, auf die Deckel der Dosen, was man natürlich fantastisch mehrfarbig machen kann und was auch ganz besonders, wenn man das jetzt in Gold auf den Teller macht, sensationell aussieht. So. Dann haben wir diese Spitze, mit der Spitze haben wir eben gearbeitet. Die lässt sich natürlich verlängern, wie man sieht, gell? Und die hat auch noch hier so eine kleine Bordüre, was man natürlich auch abschneiden kann. Ja, das ist ein anderes. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann gibt es das Rosenmotiv. Das ist auch fortlaufend. Das heißt, wir haben das auch auf diese Dosen fortlaufend gemacht. Das funktioniert problemlos. Dann gibt es dieses Motiv. Hier, was da jetzt hier in Gold drauf ist, mit diesem feinen Gitter. Dann gibt es die Schriften, die wir eben gesehen haben. Und es gibt dieses, was wir auch eben gesehen haben, wo wir mit eben gearbeitet haben. Also diese 6 Schablonen ist das Siebdruck-Schablonen-Set, was ab dem 4. Mai bei HSE gibt. Aber nochmal, da gibt es ein ganz ausführliches Video, wo alle Anleitungen von dem Gold bis über Heavy Body Gel auf Glas, alles drin ist. So, und jetzt gibt es noch zum Schluss unsere Verlosung. Und die Gewinner sind einmal die Sabine Magyar, herzlichen Glückwunsch. Dann Frau Andrea Pfeife, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Drittens Moni Hochburger, herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade sagen, keinen Mann, jetzt kommt ein Mann. Und Herr Jürgen Achterberg, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. So, nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche Montag zeigen wir, helft mir Sam, was zeigen wir da? Papierset. Papierset schon? Nein. Die Blumen, 3D-Blumen auf jeden Fall. Ja, die 3D-Blumen auf jeden Fall. Schrumpfbanderolen. Die Schrumpfbanderolen mit dem Reispapier, das neue Reispapier, Schrumpfbanderolen und die, weil nix, mach nix so, das war deine Schuld. Er hat nämlich die falschen bestellt. Wir haben nämlich schon Weihnachten hier im Haus, statt die wir haben müssten. Gell? So, also, das neue Reispapier, Schrumpfbanderolen und die... Haha, ja. Und die Blumen, ausführlich, nächste Woche. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.